Gerne. Wunderbar. Wenn es sonst keine organisatorischen Fragen Ihrerseits gibt, dann würde ich zurückgeben an Frau Jensen, die uns einen kleinen Einblick in die Erfahrungen und Perspektiven zum Thema digitale Teilhabe aus der Lebenshilfe Hamburg bietet. Vielen Dank. Ich öffne auch gleich die Präsentation dazu. Die Sie jetzt sehen sollten, genau. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen heute Erkenntnisse und Ergebnisse zu unserem Projekt oder aus unserem Projekt Leicht Online vorstellen kann. Was war überhaupt Ausgangspunkt für Leicht Online? Das war eine Situation, die zwei ganz unterschiedliche Seiten mit sich bringt. Das ist zum einen die Seite, in der die Digitalisierung wirklich in allen Lebensbereichen ganz weit vorangeschritten ist. Ich glaube, das muss ich Ihnen ja wahrscheinlich gar nicht groß erzählen. Wir machen alle wahrscheinlich unsere Überweisung über Online-Banking. Wir sprechen mit Freundinnen und Freunden über WhatsApp. Wir buchen Bahntickets online oder nehmen an Online-Fachtagen teil. Und diese Digitalisierung wird eben auch durch gesetzliche Rahmenbedingungen nochmal besonders gefördert. Es gibt zum Beispiel das Onlinezugangsgesetz, das Behörden verpflichtet, ihre Dienstleistungen auch online anzubieten. Und es gibt die BETV, die Barrierefreie Informationstechnikverordnung, die öffentlichen Stellen vorschreibt, dass sie ihre Internetseiten barrierefrei zu gestalten haben und wie das dann eben genau aussehen muss. Dabei werden aber vor allen Dingen die Bedürfnisse von Menschen, zum Beispiel mit Sehbeeinträchtigungen, mit Hörbeeinträchtigungen oder auch mit körperlichen Beeinträchtigungen berücksichtigt. Auf der anderen Seite haben wir dann eben Menschen mit geistiger Behinderung, die von diesen Internetseiten und Apps total überfordert sind und sie dadurch kaum nutzen können und nur schlecht verstehen können. Auch in der BETV sind sie zum Beispiel gar nicht zu finden. Es gibt so einen kleinen Absatz, dass leichte Sprache auf Internetseiten genutzt werden muss, aber das war's. Also zur Nutzung selbst gibt es da einfach kaum Erkenntnisse. Man weiß einfach gar nicht, wie die Zielgruppe Internet oder das Internet benutzt, wie sie App benutzt und wie sie sich da so zurechtfinden. Man sieht also, dass es zwischen beiden Seiten eine ganz große Lücke gibt. Und dass durch diese steigende Digitalisierung, die ja eigentlich für viele von uns oder für alle eine große Hilfestellung sein sollte, Menschen mit geistiger Behinderung immer weiter aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und dabei könnten eigentlich gerade Menschen mit geistiger Behinderung ganz deutlich von barrierefreien digitalen Angeboten profitieren. Man könnte zum Beispiel einen einfacheren Zugang zu Dienstleistungen haben. Man könnte die Kommunikation und Unterhaltung erleichtern. Das ist vielleicht vor allen Dingen da wichtig, dass man auch Videotelefonie vereinfacht. Gar nicht nur, wenn es um den Kontakt zu Freunden und Freundinnen geht, sondern dass man eben vielleicht auch mal Beratungsgespräche mit Betreuerinnen und Betreuern online macht, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ja ganz wichtig wäre. Man könnte eine erhöhte Mobilität erreichen. Ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, das 49-Euro-Ticket zu kaufen, was übrigens ausschließlich online möglich ist, weiß, welche Probleme da entstehen können. Und unsere Zielgruppe hat dann noch mal viel größere Schwierigkeiten mit. Man könnte Menschen mit geistiger Behinderung auch verbesserte Bildungschancen geben, zum Beispiel eben durch E-Learning-Plattformen, durch Online-Kurse. Auch das ist häufig momentan für die Zielgruppe einfach noch gar nicht möglich. Und sieht also allgemein, dass Menschen mit geistiger Behinderung von mehr barrierefreien digitalen Angeboten wirklich profitieren, indem sie eine gesteigerte Unabhängigkeit haben. Mit unserem Projekt Leicht Online wollen wir genau diese Lücke, von der ich eben in der Ausgangssituation gesprochen habe, schließen. Wir untersuchen also genau die Fragestellung, wie müssen barrierefreie Internetseiten und Apps überhaupt aussehen, damit die Zielgruppe Menschen mit geistiger
geistiger Behinderung sie gut nutzen kann und sich gut zurechtfindet. Wir fokussieren uns dabei vor allen Dingen auf die Navigation und auf die Struktur von Internetseiten. Wir schauen uns zum Beispiel aber auch einzelne Elemente wie Formulare, Suchfelder, Buttons, Links an und gucken, wie man die barrierefrei gestalten kann und erarbeiten so Lösungsansätze. Also was ganz wichtig ist für uns im Projekt, dass wir wirklich sagen, wir wollen Komplexität reduzieren. Und um herauszufinden, wie das geht, machen wir Nutzertests und Nutzerbefragungen. Wir sprechen also direkt mit Menschen mit geistiger Behinderung. Wir fragen sie, wie sie das Internet benutzen, wozu sie das Internet nutzen. Und wir beobachten sie auch in der Nutzung des Internets. Im Laufe der fortschreitenden Projektarbeit ist dann aber auch immer mehr sichtbar geworden, dass einfach bedienbare Internetseiten und Apps nicht nur eine reduzierte Navigation brauchen. Genauso wichtig ist es, dass Inhalte auch so gestaltet sind, dass Menschen mit geistiger Behinderung sie gut nachvollziehen können. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, noch eine kleine Projekterweiterung vorzunehmen, in der wir eben genau das untersuchen. Das heißt, wir schauen uns an, wie müssen Inhalte im digitalen Raum gestaltet sein, damit man sie gut verstehen kann. Wir haben zu diesem Zweck 4 Filme produzieren lassen. Sie sehen jetzt hier auf dieser Folie 4 Screenshots, die aus diesen Filmen herausgezogen wurden. Wir haben auch Texte in leichter Sprache erstellt und gehen mit diesen Produkten, also den Filmen und den Texten, zu der Zielgruppe. Die schauen sich das an, beziehungsweise lesen sich das durch, bewerten das, sodass wir später dann eben eine Bewertung abgeben können, welches Format funktioniert denn am besten. Man sieht das hier vielleicht auch schon ganz gut, dass diese Filme ganz unterschiedlich aufbereitet sind. Es gibt zum Beispiel eben diesen einen animierten Film, das ist oben rechts ein kleines Smartphone. Wir haben einen Realfilm und auch einen Film, der so mehr in Legetechnik ist. Was wollen wir mit Leicht Online überhaupt erreichen? Ich habe es eben schon gesagt, in erster Linie wollen wir natürlich herausfinden, wie barrierefreie Apps und Internetseiten aussehen müssen. Gleichzeitig entstehen auch eben so eine Reihe von Nebenprodukten. Wir entwickeln zum Beispiel Methoden, wie man die Bedarfe der Zielgruppe überhaupt ermitteln kann. Denn auch da werden Menschen mit geistiger Behinderung ganz häufig außen vor gelassen. Also es gibt zum Beispiel ganz viele Unternehmen, die Nutzertests anbieten. Vor Projektbeginn haben wir aber keine Infos dazu gefunden. Wie macht man das überhaupt mit unserer Zielgruppe und worauf muss man da überhaupt achten? Wichtig ist uns außerdem, dass wir Seitenanbietende und Webentwickler sensibilisieren, weil Menschen mit geistiger Behinderung aktuell häufig gar nicht so als relevante Größe wahrgenommen werden. Und durch mehr barrierefreie Online-Angebote wollen wir die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung verbessern. Wir wollen außerdem, dass unsere Erkenntnisse in die rechtlichen Rahmenbedingungen einfließen. Ich habe es eben gesagt, in der BETV ist momentan da fast gar nichts zu finden und wir möchten das gerne ändern. Die Zielgruppe unseres Projekts sind natürlich Menschen mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung. Das habe ich jetzt schon mehrfach betont. Was uns aber auch ganz wichtig ist, es sind eben nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Zielgruppe häufig nicht wahrgenommen wird oder dass sie vielleicht gar nicht als relevant eingestuft wird, weil sie zahlenmäßig kein großer Personenkreis ist. Was dabei offensichtlich nicht bedacht wird, ist, dass alle anderen Menschen ja aber auch profitieren, wenn Angebote in ihrer Komplexität reduziert werden. Das sind vor allen Dingen natürlich Seniorinnen und Senioren. Das können aber auch Menschen sein, deren Muttersprache zum Beispiel nicht Deutsch ist oder Menschen mit geringer Literalität. Und letztendlich sind es dann ja auch Sie und ich, die davon profitieren. In unserem Projekt machen ganz unterschiedliche Akteure mit.
Um das Projekt möglichst partizipativ zu gestalten, sind das natürlich Menschen mit geistiger Behinderung. Wir haben im Projekt eine sogenannte Begleitgruppe. Das sind 7 Personen, die eben eine geistige Behinderung oder eine Lernbehinderung haben. Mit denen setzen wir uns regelmäßig zusammen. Das sind circa 4 bis 6 Treffen pro Jahr. Wir informieren die Begleitgruppe darüber, was überhaupt passiert im Projekt und was wir herausfinden. Die Teilnehmenden bewerten auch unsere Methoden, die wir uns überlegt haben, geben aber auch selbst Impulse, was überhaupt Inhalt der Untersuchung sein sollte. Und zusätzlich haben wir natürlich die Teilnehmenden der Nutzertests, die auch eine geistige Behinderung oder eine Lernbehinderung haben. Außerdem berücksichtigen wir die Perspektive der Seitenanbietenden durch unsere Projektpartnerinnen und Projektpartner. Die stammen aus Lebensbereichen, die wir für die Zielgruppe als besonders relevant eingestuft haben. Das sind die Bereiche Arbeit, Mobilität und Bildung. Dazu kommen noch Projektpartner aus dem Bereich der IT. Wir haben zum Beispiel als Mobilitätsunternehmen die Berliner Verkehrsbetriebe dabei, die Bremer Straßenbahn AG und den Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen. Aus dem Bereich Bildung ist das die Hamburgische Bürgerschaft und die VHS. Herrn Thiel von der VHS werden Sie später ja auch noch kennenlernen. Im Bereich Arbeit ist das die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsfirmen und die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Genau, und dann kommt noch der Bereich der Technik dazu. Das ist die DIAS GmbH hier in Hamburg, die auch barrierefreie Seiten überprüfen und da ein eigenes System für entwickelt haben. Und es ist die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik. In dieser Runde treffen wir uns dann so 2-mal im Jahr. Auch die Projektpartnerinnen und Projektpartner informieren wir, welche Erkenntnisse wir im Projekt gezogen haben. Und wir nehmen aber vor allen Dingen auch Ihre Fragestellungen auf und gucken, was sind denn überhaupt die Schwierigkeiten, die bei Ihnen auftreten und die wir vielleicht oder die wir lösen können durch unsere Nutzertests. Durch die BFIT, also die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik, haben wir dann auch noch einen Akteur drin, der die rechtlichen Rahmenbedingungen vertritt. Wir sitzen da im Bundesausschuss der BFIT und in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, sodass wir da wirklich ganz konkret mitgeben können, was haben wir im Projekt herausgefunden und was sollte in diesen rechtlichen Rahmenbedingungen noch mit aufgenommen werden. Ich komme gleich auch zu den konkreten Ergebnissen, die wir im Projekt gewonnen haben. Bevor ich aber etwas über die Nutzungsgewohnheiten der Zielgruppe sage, würde ich gerne selbst Menschen mit geistiger Behinderung zu Wort kommen lassen. Sie sehen gleich also ein kurzes Video, in dem wir Menschen mit Behinderung zu ihren Erfahrungen im Umgang mit dem Internet befragt haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das auch alles Teilnehmer, die wir schon in unserem Nutzertest hatten. Wobei da auch wichtig ist zu erwähnen, das sind eben jetzt keine Ausschnitte aus den Nutzertests direkt, die Sie sehen, sondern das waren eher spontane Kurzinterviews. Und immer wenn hier ein bekanntes Gesicht über den Flur lief, sind wir mit Kamera und Stativ hinterher, wobei natürlich alles freiwillig erfolgt ist. Heutzutage macht man alles gefühlt im Internet. Also, was ich im Internet mache, ist, ich gucke Social Media. Was ich auf Social Media mache, ist Instagram, TikTok, Snapchat, unterschiedlich. Also, wenn ich auf Instagram mache, dann gucke ich Bilder, Videos. Nein, das ist nicht so wichtig, aber ich nehme die gerne zum Beispiel Filme gucken kann und mir Spaß macht. Ja, hauptsächlich CDs suchen, Musik hören. Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke ja auch Filme. Also ich lade mir die nicht runter, ich gucke die dann ganz normal, wie man auf dem Fernseher guckt. Und dann geht das schon. Ich surfe gerne auf YouTube, mache selber Musik, ich mache selber Videos über gesunde Ernährung, alles in leichterer Sprache. Ja, Französisch, eine französische App. Merci, au revoir.
Internet reinzugehen, um mal was zu gucken und Videos und andere Sachen. Und dann nicht nur Video, auch bestimmte Sachen reinzugehen, wenn mir das schwierig ist. Oder mal gucken. Also, das heißt, erstmal gucke ich bei Google, gebe ich an, was ich gerne haben möchte. Und dasjenige Kaufprodukt gebe ich dann erstmal bei Google ein. Und dasjenige Produkt, was ich dann gefunden habe, gucke ich dann bei eBay und würde das dann zu meiner Mutter an meiner Mutters E-Mail schicken. Und dann wird sie es für mich bestellen und auch dann eben halt online dann für mich dann halt bei eBay dann ersteigern oder kaufen eben halt für mich dann. Also heute ist das so Tage ja so, heute kommt man nicht mehr drum herum um das Internet, weil wird ja heutzutage viel gekauft, auch geschattet, Facebook, bei Ortstime und bei WhatsApp und Wetter und alles, auch Nachrichten guckt man ja auch heutzutage und auch ja, Internet guckt man ja auch, wie gesagt, so wie auch am PC oder Tablet oder auch heute Handy. Wie gesagt, das kann man heutzutage alles nicht mehr sich aus dem Kopf schlagen. Also ich gucke jetzt mal meine E-Mails und benutze es mal so, gucke, was die Internetseite meint. Und ja. Ja, genau, das waren jetzt mal kurze Statements der Zielgruppe. Ich fasse das aber gerne auch noch mal zusammen. Wie nutzen Menschen mit geistiger Behinderung überhaupt das Internet? Entgegen einer doch immer noch allgemein vertretenen Meinung spielt für alle Personen das Internet eine sehr große Rolle. Dabei sind das vor allen Dingen Anwendungen der Kommunikation und des Entertainments. Die schreiben also ganz viel mit Freunden über WhatsApp. YouTube wird ganz häufig genannt als Anwendung, die sehr beliebt ist. Sprachnachrichten schicken sie gerne. Meistens nutzen sie dafür das Smartphone, also eben nicht den Laptop. Das hat unterschiedliche Gründe. Vor allen Dingen ist es eben auch Gründe der finanziellen Mittel. Also viele Menschen mit geistiger Behinderung haben eben einfach nicht das Geld, um sich einen Computer zu leisten. Und auch im Ausnahmefall ist es eher so, dass Menschen mit geistiger Behinderung einen Bildschirmarbeitsplatz haben. Das heißt, sie sind aus diesem Arbeitskontext die Nutzung eines Laptops oder eines Computers auch überhaupt nicht gewohnt. Dazu kommt, dass für die meisten die Nutzung von Apps auch einfacher ist als die Nutzung des Internetbrowsers. Das hängt einerseits vor allen Dingen damit zusammen, dass Apps häufig einfacher strukturiert sind und dass sie im Inhalt eben auch ein bisschen reduzierter sind. Ich selbst suche eine Route zum Beispiel auch lieber über die HVV-App raus, als wirklich auf die Internetseite vom HVV zu gehen. Zum anderen hängt diese Nutzung der Apps aber auch mit teilweise geringen Schreibkompetenzen zusammen. Es ist, wie man sich auch vorstellen kann, viel einfacher, eine App rauszusuchen über dieses kleine Icon, als eine Internetseite reinzugeben, wo dann wahrscheinlich noch Rechtschreibfehler oder möglicherweise Rechtschreibfehler mit reinkommen und dann eben nicht die richtige Seite gefunden wird. Aufgrund dieser Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nutzen ganz viele Menschen mit geistiger Behinderung auch sehr gerne Sprachassistenten. Das kann in ganz unterschiedlichen Bereichen sein. Sie schicken zum Beispiel Sprachnachrichten, andere diktieren auch Nachrichten, die dann versendet werden oder geben über diesen Weg Suchbegriffe bei Google ein. Und genau, was es ja auch noch häufig gibt, vielleicht auch noch nicht so verbreitet ist und in der Bedienung teilweise auch schwierig ist, sind sonst auch die Vorlesefunktionen auf Internetseiten. In unseren Tests und Befragungen wurde ganz deutlich, dass das Selbstbewusstsein im Umgang mit dem Internet ganz stark abhängig ist von unterschiedlichen Faktoren. Das ist zum einen das Unterstützerumfeld. Timo, der Herr, der hier zum Beispiel auf dem Foto zu sehen ist, hat Eltern, denen immer ganz wichtig war, dass er sich sicher im Internet bewegt. Die haben ihm ganz viel gezeigt, die haben ihm ganz viel beigebracht und vor allen Dingen die Angst genommen, dass er irgendwas falsch machen kann. Timo kann nicht
sehr gut lesen und schreiben, aber er ist eben ganz, ganz selbstsicher im Umgang mit Computern und im Internet und konnte auch schon mir Dinge beibringen, wenn er hier bei uns bei den Nutzertests war. Das ist aber eben eher der Ausnahmefall. Häufig läuft es eher andersrum ab. Und das Umfeld von Menschen mit geistiger Behinderung schürt da eher Unsicherheiten. Ich habe es eben schon gesagt, das Lese- und Schreibverständnis ist auch ganz elementar, wenn es um die Nutzung des Internets geht. Ja, viele Dinge kann ich schlicht nicht machen, wenn ich nicht oder nicht gut lesen und schreiben kann. Und es eben auch keine Sprachassistenten gibt. Das beeinflusst dadurch das Nutzerverhalten ganz stark. Und außerdem ist es wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch, wenn ich eine bestimmte digitale Affinität mitbringe, traue ich mir einfach mehr zu, als wenn ich diese eben nicht habe. Und auch wenn das Internet für alle Menschen im Alltag eine so große Rolle spielt, wird der persönliche Kontakt trotzdem meist noch präferiert. Wir haben zum Beispiel mal mit Personen gesprochen, die erzählt haben, dass sie lieber direkt ins Kino fahren und da nach dem Kinoprogramm fragen, als dass sie vorher online nachgucken. Die hatten da vorher eben schlechte Erfahrungen gemacht, vielleicht online ein altes Programm gesehen oder die Information falsch verstanden und wollen diese Erfahrung einfach nicht nochmal machen. Gleiches gilt auch im Bereich Mobilität. Wenn der gewohnte Zug nicht fährt, gehen Leute lieber zum Infoschalter und fragen da mal nach, was los ist, als in der App zu gucken, um zu schauen, ob der Zug vielleicht Verspätung hat. Wir haben aber nicht nur untersucht, wie die Zielgruppe das Internet benutzt, sondern auch, welche Probleme dabei auftreten. Aber auch da würde ich erstmal die Personengruppe selbst zu Wort kommen lassen. Und manchmal geht man nicht rein und dann arbeiten muss und dann geht man dann nur in der Pause und dann geht man mal kurz rein, Internet rein und dann mal gucken, was läuft da ab und manchmal ist es schwierig und nicht einige nicht wissen, und dann soll ich anklicken oder nicht anklicken oder dass es gefährlich ist, dann soll man nicht anklicken und nicht draufgehen. Nicht. Da würde ich lieber abraten oder nicht da drauf zu gehen und dann lieber sein zu lassen, sag ich mal, für mich jetzt her. Ja. Dann gehe ich dann noch was anderes rüber. Ja, wenn ich einige Sachen nicht verstehe, dann entweder versuche ich das über Google rauszufinden, irgendwie diejenigen Sachen, oder sonst, was man auch noch machen könnte, was auch leichter wäre, wie ein Kumpel oder eine Kollegin eben halt fragen, dass es dann für mich dann danach dann alles ein bisschen leichter ist, eben halt für mich dann eben halt. Ne? Ja, zum Beispiel, wenn da irgendwie Texte sind, irgendwie was Langtext, wo ich denn das nicht verstehe, eben halt. Ja, zum Beispiel Banküberweisung online, das fällt mir auch ein bisschen schwer. Oder, was noch? Ja, das ist das Hauptproblemteil oder Hauptproblemsache eben halt bei mir, sowas online zu bestellen und zu kaufen. Das ist das Allergute. Gibt es also ganz viele Apps, die sind so ganz schwer mal ist. Die richten kann nicht arbeiten mal ist. Die so installierte Programme, die installiere ich gar nicht mehr. Die sind ganz langsam mal ist. Ja, zum Beispiel, wenn man sich auf neuen Internetseiten bewegt oder schon auf bekannteren, zum Beispiel wenn es darum geht, Wege zusammenzusuchen und dann sich auf den Seiten zu bewegen, weil die Seiten sich auch jeweils immer ständig verändern, weil die irgendwas verändern und so weiter. Ja. Und dann sich dann da zurechtzufinden, nicht immer einfach. Ja, also es gibt auch so eine Sache, da muss ich auch lernen. Also es gibt so eine Sache, die in Teufelskreis führen kann. Also Klarna kann in den Teufelskreis führen, weil es ist bei vielen Menschen passiert und es kann dazu führen, wenn man Mahnung kriegt und so, wenn man zum Beispiel Sperre hat von gesetzlicher Betreuung, man kriegt trotzdem Mahnung. Man soll ja nicht bezahlen. Wenn man gesperrt ist, ist gesperrt. Dann heißt es nicht überweisen, nicht. Und ja. Schwierig findest? Nein, gar nicht. Nee? Ich finde das
ich mehrere Erfahrungen habe. Meine Eltern arbeitet mit Internet auch, mit dem IT-Bereich. Ja, wir haben es eben schon so einen kleinen Einblick bekommen. Es gibt also Schwierigkeiten, die mit ganz unterschiedlichen Faktoren zusammenhängen können. Ein ganz entscheidender Faktor, der immer wieder auftritt oder auf den wir immer wieder treffen, wenn wir die Nutzerbefragungen oder vor allen Dingen die Nutzertests machen, ist der Bereich Kosten. Sehr viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, berichten davon, große Angst vor versteckten Kosten zu haben. Das führt dann dazu, dass kostenpflichtige Apps kaum genutzt wird und dass zum Beispiel auch das mobile Datenvolumen nicht genutzt wird. Ich habe da vor allen Dingen eine ganz bestimmte Teilnehmerin vor Augen, die nach eigener Aussage zum Beispiel nicht abschätzen kann, wann ihr Datenvolumen aufgebraucht ist und was überhaupt passiert, wenn es aufgebraucht ist, hat also große Sorge, dass da große Zahlungen auf sie warten. Sie nutzt ihr Datenvolumen also gar nicht. Und wenn sie eine Routenplanung macht, geht sie so vor, dass sie lieber vorher, bevor sie überhaupt losfährt, einen Screenshot macht, als während der Fahrt dann nochmal online nachgucken zu müssen. Durch die Sorge vor Kosten sind auch Online-Transaktionen kaum ein Thema. Das haben wir ja auch eben im Video gehört, dass ein Herr sich da eben einen anderen Weg sucht. Er sucht sich also online heraus, was möchte er denn haben. Er schickt den Link dann seiner Mutter und die nimmt die Bestellung davor. Das ist übrigens ein Workaround, von dem wir ganz häufig hören. Da werden eben Familie oder Freunde angesprochen, die dann die Bestellung übernehmen. Im Bereich Orientierung wird vor allen Dingen deutlich, wie wichtig eine reduzierte Ansicht ist. Also zu viele Optionen und eben auch zu viele Elemente erschweren die Orientierung wirklich elementar. Häufig ist gar nicht klar, welcher Button muss denn gedrückt werden, was passiert, wenn ich auf diesen Link klicke. Und jedes zusätzlich auftretende Element, vielleicht auch so blinkende Elemente, stören dabei extrem. Gerade Pop-up-Fenster wie Werbeanzeigen oder der wahrscheinlich von vielen bekannte Cookie-Hinweis können dann manchmal auch gar nicht geschlossen werden, weil nicht klar ist, wo ist dieses kleine Kreuzchen, was dann dazu führt, dass die Internetseite überhaupt nicht weiter genutzt werden kann. Zudem ist manchmal gar nicht klar, was ist überhaupt Werbung und was ist der eigentliche Inhalt von Seiten. Wir waren da zum Beispiel bei einer Testung auf der Seite von TV Spielfilm, weil die teilnehmende Person sich gerne über die Lieblingsserie informieren wollte. Auf der Seite waren dann aber nicht nur Videos der Serie zu finden, sondern auch Werbevideos. Das hat den Teilnehmer dann sehr überfordert, beziehungsweise hat er diese Werbevideos auch für den eigentlichen Inhalt seiner Serie gehalten. Und letztlich ist es für viele Menschen mit geistiger Behinderung auch schwierig, wenn sich Inhalte oder Gestaltungselemente verändern. Da hat sich zum Beispiel ein Test gezeigt, dass der Vollbildmodus von Videos ganz schwierig ist. Wenn man YouTube öffnet, hat man oben ja normalerweise diese Menüführung. Und sobald der Vollbildmodus da ist, verschwindet das. Und das führt dazu, dass die Orientierung komplett erschwert wird und dazu geführt hat, dass viele Teilnehmende aus der Vollbildansicht gar nicht mehr zurückgefunden haben. Es gibt außerdem eine Reihe von Faktoren, die das Verständnis ganz stark beeinflusst. Das ist eben wieder die oft fehlende Lese- und Schreibkompetenz. Ohne gut lesen und schreiben zu können, wird es natürlich wahnsinnig schwierig, sich im Internet zu orientieren. Dadurch können dann zum Beispiel auch Rechercheergebnisse häufig nicht gut bewertet werden oder nicht sicher bewertet werden. Und gerade wenn die Lesekompetenz schwierig ist, kann ich vielleicht noch einen Suchbegriff über den Sprachassistenten mündlich eingeben, aber ob dann wirklich das gewünschte Ergebnis in der Liste zu finden ist, kann ich dann häufig gar nicht mehr feststellen. Dazu kommt, dass Google-Ergebnisse und Internetseiten häufig nicht differenziert werden können. Wir haben zum Beispiel einen Teilnehmenden mal gebeten, die Internetseite von PayPal zu öffnen, weil dieser Teilnehmende vorher im Gespräch eben dieses Thema aufgebracht hat.
Es kam dann auch die Google-Ergebnisliste mit einigen Seitenvorschlägen und auch das PayPal-Logo war dort schon zu sehen als Ergebnis der Bildersuche. Und auf Nachfrage stellte sich dann heraus, dass der Teilnehmende der Meinung war, er befindet sich schon auf der Internetseite von PayPal, war aber eben tatsächlich noch in der Google-Ergebnisliste. Datenschutz ist ein Thema, das vor allen Dingen durch die Cookie-Hinweise allgegenwärtig ist. In fast jedem Test ist das Thema. Wenn wir eine Seite öffnen, kommt inzwischen ja immer dieses kleine Fenster mit den Cookie-Hinweisen. Viele können damit aber überhaupt nichts anfangen, aber sind auf jeden Fall der Meinung, dass sie dazu stimmen müssen, weil sie sonst die Internetseite gar nicht benutzen können. Deshalb auch da dieses kleine Zitat, ich muss akzeptieren. Das ist etwas, was wir ganz häufig hören. Das hängt vor allen Dingen aber auch nochmal damit zusammen, dass dieser Akzeptieren-Button häufig farblich so ein bisschen abgesetzt ist, meistens auch dicke Schrift. Die Alternative abzulehnen ist dann eher in so hellgrauer, kaum leserlicher Schrift. Und schließlich ist auch die Ikonografie oft nicht selbsterklärend, also diese kleinen Symbole, die man oft findet. Das wird eigentlich häufig als so ganz dankbares Mittel empfunden, weil Leser dadurch natürlich weniger lesen müssen, aber auch die Icons müssen vorher erlernt werden. Auch da vielleicht mal ein Beispiel. Wir hatten einen Herr, der eine App getestet hat und da immer diese kleinen Herzchen angeklickt hat, mit denen man Beiträge auf eine Merkliste setzen konnte. Er hat die Funktion dahinter aber überhaupt nicht verstanden, sondern fand das eben schön, dass die Herzen rot sind. Was wir an dieser Stelle aber auch unbedingt erwähnen wollen, die Zielgruppe hat ganz häufig sehr gute und vor allen Dingen auch sehr kreative Problemlösungen für die individuellen Barrieren, auf die sie treffen. Sei es zum Beispiel die Nutzung von den Sprachassistenten, Autovervollständigung, die Mutter, die Bestellung auslöst oder Screenshots, die bei der Routenplanung helfen. Oder auch hier kann ich nochmal ein Beispiel von Timo anbringen. Wir haben ihn im Rahmen der Testung der VWN-App, also der App von den Verkehrsbetrieben Bremen-Niedersachsen, gebeten, eine Route herauszusuchen, die ab dem Bremer Hauptbahnhof starten sollte. Nachdem er da so ein bisschen Probleme hatte, das Wort Bremen zu schreiben, hat er dann sein eigenes privates Handy rausgeholt, die Kicker-App geöffnet, gesucht, wie man den Verein Werder Bremen schreibt und das dann in die App vom VWN abgeschrieben. Wir sehen also in unseren Untersuchungen, dass es sehr viele Barrieren gibt und sehr viele Hindernisse gibt. Wir sehen aber auch, dass die Zielgruppe schon oft gelernt hat, mit vielen davon umzugehen, weil sie es eben lernen mussten. Wie machen wir weiter bei Leicht Online? In diesem Jahr setzen wir einen Schwerpunkt auf weitere Nutzertests. Wir prüfen momentan die Web Content Accessibility Guidelines. Das ist der weltweit gültige Standard digitaler Barrierefreiheit, auf den sich eben auch die deutsche Gesetzgebung beruft. Da gibt es ganz viele Regelungen dazu, wie digitale Barrierefreiheit hergestellt werden kann. Gibt es unterschiedliche Bereiche und ganz viele Regeln. Und die schauen wir uns an, gucken, welche Kriterien sind überhaupt relevant für unsere Zielgruppe. Wir überprüfen dann die vorgeschlagenen Lösungsansätze, die in der BCAG zu finden sind, und schauen uns das Ganze vor allen Dingen aber unter dem Aspekt an, dass wir sehen, was fehlt denn überhaupt noch? Also genau, was muss noch rein, damit auch Menschen mit geistiger Behinderung Internetseiten und Apps gut nutzen können? Um auch da ein kurzes Beispiel zu nennen, das Thema Links ist zum Beispiel ein ganz großes Thema und kann zu ganz viel Verwirrung führen. Wir wollen in den Nutzertests dann prüfen, wie Links gesetzt werden müssten, ob das im Fließtext direkt passiert, ob das nach einem Absatz kommt und wie der Link überhaupt formatiert sein sollte. Alle unsere Ergebnisse wollen wir in Form von Leitfäden veröffentlichen. Wir möchten ein Beratungsangebot, das sich an Seitenanbietende richtet, erarbeiten und auch barrierefreie Prototypen dann zur Verfügung stellen, dass man da mal ganz genau sehen kann, wie sieht denn eine leichte Internetseite aus?
Ich habe Ihnen jetzt einen kurzen Überblick zum Projekt Leicht Online gegeben, aber das ist nicht das einzige Projekt, das wir hier bei der Lebenshilfe Hamburg machen. Wir haben da eben unterschiedliche Projekte, die sich alle dem Thema digitale Teilhabe widmen. Ab Anfang des Jahres starten wir zum Beispiel ein Peer-Projekt, in dem wir Menschen mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung im Umgang mit Computern und Umgang mit dem Internet qualifizieren wollen, damit sie dann im zweiten Schritt ihr Wissen in Form von Schulung und Beratung multiplizieren können, also auf andere Menschen mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung zugehen und ihnen dann genau oder sie dabei dann unterstützen. Wir haben die leichte Gesundheits-App Glücklich, zu der ich jetzt gar nicht so viel sagen möchte, weil Frau Müller Ihnen das ja später noch vorstellen möchte. Wir überprüfen barrierefreie Internetseiten. Das ist vor allen Dingen dann ja momentan noch der Bereich der leichten Sprache, auf den wir uns da fokussieren. Und wir haben ein Online-Tool entwickelt, mit dem Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe ihren individuellen Unterstützungsbedarf ermitteln können, um damit dann in die Verhandlungen mit den Behörden treten zu können. Und letztlich, das ist dann eher auch ein Ausblick, möchten wir einfache Erklärfilme machen. Um Ihnen dafür einfach mal ein Beispiel zu zeigen und auch nochmal den Bogen zurück zu Leicht Online zu spannen, möchte ich Ihnen gerne noch einen letzten kurzen Film zeigen. Dieser Film ist im Rahmen unserer Projekterweiterung entstanden und erklärt ganz kurz und knapp, was wir im Projekt machen. Wir selbst finden, dass der Film sehr gut gelungen ist und würden uns da auch über ein Feedback von Ihnen freuen. Das ist Tim. Seine Lieblingsband gibt ein Konzert. Tim möchte Tickets im Internet kaufen und herausfinden, wie er zum Club kommt. Tim hat eine Lernbehinderung und findet das Internet manchmal sehr verwirrend. Aus Unsicherheit, etwas falsch zu machen, gibt er schließlich auf. Aber Tim ist auch ein Teil von Leicht Online. Leicht Online gehört zur Lebenshilfe Hamburg. Das ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, das Leben für Menschen mit Lernbehinderung besser und einfacher zu machen. Tim ist in einer Gruppe, in der sich Menschen mit verschiedenen geistigen Behinderungen mit Mitarbeiterinnen von Leicht Online treffen. Gemeinsam sehen sie sich Internetseiten und Apps an und sprechen darüber. Wie werden sie benutzt? Was ist gut? Und was könnte besser gemacht werden? Leicht Online arbeitet mit ein paar Unternehmen zusammen. Es gibt ihnen direkt Rückmeldungen, wie sie ihre Internetseiten verbessern können. Das, was alles in dem Projekt herausgefunden wird, wird außerdem aufgeschrieben und veröffentlicht. Alle, die Angebote im Internet machen, können sie sich ansehen und ihre Angebote damit besser machen. Und von dem Ergebnis von Leicht Online profitieren am Ende alle Menschen, weil das Internet einfacher und sicherer wird. Für alle. Ja, zum Schluss möchte ich mich noch einmal ganz ausdrücklich bei der Aktion Mensch Stiftung, der Heinrich-Leschinski Stiftung und der Reichsbund Stiftung bedanken, die unser Projekt fördern und ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre. Und bei Ihnen bedanke ich mich damit für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Britt, für die Vorstellung des Projekts und, glaube ich, auch eine gute Einführung in so die Gesamtsituation zum Thema digitale Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung. Wir haben jetzt knapp 20 Minuten Zeit für Nachfragen und Diskussionen zum Vortrag, den wir gehört haben. Genau, das können Sie gerne über die Meldefunktion machen. Und ich hoffe, ich sehe Sie dann und versuche Sie dann nacheinander dran zu nehmen. Sie dürfen natürlich gerne nicht nur konkrete Fragen an Frau Jensen stellen, sondern auch aus Ihrer Arbeit berichten, wo zum Beispiel das Thema digitale Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung bei Ihnen eine Rolle spielt, wie Sie das vielleicht schon umsetzen. Aber ich sehe auch schon eine Meldung, glaube ich, von Frau Uhlig. Ja, vielen Dank.
Mein Name ist Carola Uhlig. Ich komme vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Ich hatte der Frau Jensen vorher schon mal kurz geschrieben, weil wir uns sehr für dieses Thema interessieren, sozusagen, wie erreichen wir die Zielgruppe. Und was mich besonders interessiert ist, ich hatte das ja auch schon geschrieben, ist, vielleicht ist das ja auch eine Weiterentwicklung, ist sozusagen das Einzige, was mir datenmäßig dazu bekannt ist, ist die Erhebung, auch unterstützt von der Aktion Mensch, die die Landesmedienanstalten durchgeführt haben. Und damals war ja das Ergebnis, dass gerade Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eine signifikant andere Form der Informationsaufnahme haben, sprich ein signifikant anderes Verhalten in Bezug auf die Nutzung von digitalen Medien. Und das ist natürlich erstmal so ein Block, ja, wo man sich dann fragt, okay, wie geht man damit um? Und deswegen wäre meine Frage, gibt es neuere Daten oder ist das, was Sie jetzt machen, praktisch der Feinblick nochmal darauf im Sinne von, das ist das Ergebnis aus der Studie, aber wenn man genauer hinguckt, merkt man doch, die informieren sich, aber das ist so in der Studie, wie sie damals auch abgelaufen ist mit den Fragen, die halt da drin enthalten waren, nicht erfasst worden. Weil ich finde das schon nochmal wichtig, dass man tatsächlich nicht in die falsche Richtung läuft, weil das Ziel sollte ja in jedem Fall sein, die Kanäle zu finden und die dann auch sozusagen so zuzuschneiden oder so zu gestalten, dass sie auch tatsächlich zugänglich sind für die Menschen, über die wir hier sprechen. Wenn Sie dazu vielleicht was sagen könnten, da wäre ich sehr dankbar. Dankeschön. Also tatsächlich ist es so, dass Sie die Studie, die Sie da gerade benannt haben, dass das eigentlich immer noch so der aktuelle Stand ist. Also wir haben mit unserem Projekt 2021 angefangen und unseres Wissens nach gibt es da eben keine Neuigkeiten, sodass wir da mit unseren Untersuchungen wirklich neue Erkenntnisse erreichen können. Sie hatten ja auch die Frage gestellt, wie kann man Leute am besten erreichen? Und erstmal finde ich das ganz wichtig, dass Sie sagen, das ist eine relevante Zielgruppe und wir möchten diese Menschen erreichen. Ich glaube, da sind Sie auch schon mal weiter als andere Organisationen, die das so überhaupt noch nicht wahrgenommen haben. Weil laut unserer Erfahrung ist es so, dass sich viele Leute total interessieren, für viele Themen interessieren, zum Beispiel eben auch vielleicht politisch interessieren. Wir haben in der Begleitgruppe, wenn wir das Thema Informationen einholen, aufmachen, wirklich ganz spannende und ja, für uns interessante Einblicke. Also dass auch Leute sagen, ja, und ich würde gern mehr über Bitcoins erfahren. Das sind dann Themen, mit denen wir selbst gar nicht gerechnet hätten. Wie man diese Informationen dann vermittelt, das ist ja auch Inhalt der Projekterweiterung, die wir machen. Also dass man natürlich berücksichtigen muss, dass nicht alle Personen der Zielgruppe vielleicht besonders gut lesen und schreiben können, dass es da ja aber auch andere Wege gibt und man vielleicht eben einen Erklärfilm in leichter Sprache macht, um die Informationen wirklich vermitteln zu können. Habe ich Ihre Frage damit beantwortet, Frau Uhlig? Ja, ich denke, wir werden einfach nochmal bilateral weitersprechen. Gerne. Das ist sozusagen eine Idee, wo es hingehen kann und das finde ich gut und da müssen wir, glaube ich, auch Netzwerke bilden und vielleicht kurz, um das einzuordnen, warum wir da so interessiert sind. Wir haben tatsächlich eine eigene Beauftragte für Barrierefreiheit, die kann heute nicht teilnehmen und die Kollegin ist auch im BEFIT-Ausschuss. Also für uns ist das ein sehr relevantes Thema. Wir sind natürlich auch Teil der Bundesregierung, aber gerade was so die Informationen von Menschen mit, und insofern bin da ja völlig bei Ihnen, geistige Behinderung, Illiteralität, nicht deutsche Sprache, also die Zielgruppe, über die wir reden, ist am Ende des Tages sehr, sehr groß. Ja. Und unser Job, sage ich mal, ist es, die Information allen Menschen zugänglich zu machen und wir sehen, dass wir da neue Wege gehen müssen, aber dass es eben wenig Handhabbares gibt. Wir sind ja kein Forschungsinstitut, wie wir das möglichst gut machen können. Ne? Und gerade im Digitalen ist das so, man bietet Texte in leichter Sprache an, aber wenn jemand Lese- und Schwierigkeiten hat, dann ist auch digital am Ende die Hürde, die er eigentlich nicht nehmen kann. Insofern haben wir auch schon über Videos nachgedacht,
Das dauert natürlich alles bei uns immer länger, bis so eine Sache ins Rollen kommt. Aber insofern hilft uns das, und das war ja auch für uns so wichtig, dass es da ein neueres Forschungsprojekt gibt, was sie machen, wo man sozusagen nochmal sich auch andocken kann und sagen kann, da gibt es Erkenntnisse und wir sollten uns denen anschließen und diesen Weg gehen und uns ein Stück weit, sagen wir mal, differenzierter dieser ganzen Geschichte leichte Sprache zu positionieren, weil das ist sozusagen verpflichtend, das machen, wenn es gut läuft, die meisten. Aber da müssen wir eben auch aufpassen, dass es keine, im Sinne von Check haben wir erledigt, aber am Ende des Tages erreicht es die Zielgruppe nicht. Das wäre jetzt nicht in meinem Verständnis und insofern, ja, vielen Dank. Wir werden uns einfach auch nochmal melden. Ja, aber das freut uns total, wenn Sie sagen, das ist nicht nur ein Pflichtteil, den Sie da erreichen müssen, und es deshalb tun, sondern auch gucken, dass sie die Zielgruppe wirklich erreichen wollen. Wir haben hier bei uns bei der Lebenshilfe Hamburg auch einen Beruf für leichte Sprache, die dadurch natürlich so einen sehr guten Überblick hat, wo findet sich leichte Sprache überhaupt und wie wird das umgesetzt. Und ganz häufig ist das, um ehrlich zu sein, so, dass es eben die BETV muss erfüllt sein. Deswegen packen wir jetzt irgendwo leichte Sprache hin, ob das jemand findet, wie das übersetzt ist und was Inhalt dieser Übersetzung ist, ist dann häufig so ein bisschen zweitrangig gefühlt. Gut, ich sehe 2 weitere Wortmeldungen, und zwar als erstes von Frau Donath und dann von Frau Magdalinski. Hallo in die Runde. Ich bin Christina Donath vom Arbeitsstab des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung. Viele Grüße aus Berlin. Vielen Dank für den tollen Vortrag, Frau Jensen. Das war sehr aufschlussreich und hat noch mal ein paar Sachen so verdeutlicht, die man vielleicht auch schon sich so gedacht hat. Aber wenn man das dann noch mal so gut aufbereitet hört, dann ist das sehr hilfreich. Ich hätte noch mal eine Frage, ob Sie wie Sie das untersucht haben, wie Menschen Informationen suchen, weil, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass es gibt ja, also neben vielen nicht guten Seiten gibt es ja auch schon Websites und Apps, die sich vielleicht Mühe gegeben haben und da was gut dargestellt haben, die oft aber gar nicht gefunden werden. Und auch für uns ist es ja so, dass wir natürlich allen immer sagen, ja, macht was in leichter Sprache oder macht das einfacher. Aber also auch wir gucken ja zum Beispiel dann mal auf unserer Webseite, wie viele Leute klicken zum Beispiel auf Inhalte in leichter Sprache. Und da stellt sich automatisch immer die Frage, wird das, was man dann gemacht hat, auch tatsächlich von der Zielgruppe gefunden? Haben Sie da mit Ihren Nutzergruppen getestet? Wie suchen Menschen? Suchen sie überhaupt? Also über Google? Gehen sie dann dorthin? Und sagen Sie sich dann, ja, da ist ja was in leichter Sprache, prima, das kann ich nutzen? Oder ja, wie stellt sich das dar? Also es ist spannend, dass Sie genau dieses Thema erwähnen. Ich hatte es ja während des Vortrags gesagt, dass wir jetzt noch mal in weitere Nutzertests gehen. Wir haben da vor allen Dingen bisher 2 ganz konkrete Bereiche, die wir uns angucken wollen bei den nächsten Nutzertests. Das ist eben zum einen der Bereich der Links, das hatte ich eben schon gesagt. Zum anderen wird es eben der Bereich der Suche sein, weil wir auch da gemerkt haben, das ist ganz schwierig. Das hängt zum Beispiel eben auch damit zusammen, wenn meine Rechtschreibung nicht besonders gut ist und ich gebe vielleicht auch etwas in so ein Suchfeld ein, und das aber mit Rechtschreibfehlern, dann finde ich die Begriffe oder die Inhalte, die ich suche, auch schon gleich nicht mehr. Deswegen wollen wir uns dem Thema jetzt auch nochmal ganz gezielt widmen. In Nutzertests haben wir uns das auch schon angeguckt, soweit, oder wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist es so, dass es auf jeden Fall immer erstmal über die Google-Suche läuft, laut unseren Erfahrungen. Das heißt, die wenigsten Leute haben wirklich direkt gleich eine Internetseite oder die URL eingetippt, weil sich da eben zu häufig auch Fehler mit einschleichen. Die Google-Suche lief eben auch manchmal schon dann über Sprachassistenten ab, wenn die Rechtschreibung eben ein Problem ist bei der Person.
Da kam es aber auch so ein bisschen drauf an, was wird gesucht. Ich weiß, dass der eine Herr zum Beispiel mal ein Löwenausmalbild gesucht hat und da kann er natürlich dann über die Bildersuche erkennen, hat er das gefunden, was er gesucht hat. Ich glaube, nach leichter Sprache direkt hatten wir das nie, dass das mit als Suchbegriff gleich eingetippt wurde. Aber generell ist es auf jeden Fall ein ganz spannender Bereich, den wir uns auf jeden Fall auch noch mit anschauen werden. Dann Martina Magdalinski. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Martina Magdalinski. Ich arbeite bei der BGW, bei der Berufsgenossenschaft, seit mehreren Jahren als Fachkoordinatorin für Beratung und Inklusion. Und ich möchte eine sehr positive Rückmeldung geben. Ich finde, das Projekt macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Es ist sehr gut aufgestellt und insbesondere finde ich hervorzuheben, dass Sie auch gerade für Ältere oder für Seniorinnen was entwickeln wollen oder eben auch für internationale Fachkräfte. Da machen wir auch was zu, also zum Beispiel zur Integration von ausländischen Pflegefachkräften. Also da wären wir sehr daran interessiert. Und insbesondere freut mich, dass Sie auch was über den Peer-Ansatz machen, weil den finde ich auch sehr wichtig, weil ich auch in dem Bereich, aber für die Unfallversicherung halt auch Peer-Sachen anbiete, Peer-Beratung anbiete. Also ich bin echt beeindruckt. Vielen Dank für diese wirklich guten Informationen und für das Projekt, was so gut aufgestellt ist. Dann auf jeden Fall vielen Dank für die positive Rückmeldung. Da freuen wir uns sehr. Sie hatten eben das Stichwort des Peer-Ansatzes genannt. Also da merken wir auch, wie elementar das ist. Gerade natürlich die Nutzerbefragung. Ohne die Nutzerbefragung könnten wir da keine Erkenntnisse draus ziehen, wie sowas aussehen müsste. Aber vor allen Dingen die Arbeit mit der Begleitgruppe hat sich auch als sehr oder hat sich total bewiesen. Also da kriegen wir ganz spannende Eindrücke und eben ja auch ganz wichtige Rückmeldungen von der Zielgruppe selbst, ohne die das Projekt wahrscheinlich nicht so gut laufen könnte. Dann gibt es noch eine Meldung von Danielle Fanta. Ja, hallo. Ich bin Danielle Fanta. Ich arbeite bei der Lebenshilfe Bildung NRW im Fachbereich Weiterbilden und Reisen und begleite Menschen mit Behinderungen, geistig wie auch körperlich, auf ihren Urlaubsreisen. Bin auch jetzt gerade unterwegs. Und ich sehe im praktischen Bereich, dass es meist schon daran hapert, ja, wie funktioniert das denn mit dem WLAN? Und dann steht zwar irgendwo ein Code, aber dann steht da nicht explizit Passwort, was ja dann auch abgefragt wird, sondern dann steht da WLAN-Schlüssel oder irgendwelche anderen auf Niederländisch, jetzt hier zum Beispiel, ne, da steht es dann auf Niederländisch oder sonstige Sachen und dann stehen unsere Leute davor und dann lasse ich das lieber. Weil sie sich dann auch manchmal gar nicht trauen zu fragen, weil das dann auch so eine Hemmung ist, ne? So, weil ich möchte das ja eigentlich alleine können, ich möchte das selber können, muss jetzt aber schon wieder nach Hilfe fragen. Nicht, dass sie sich nicht trauen, nach Hilfe zu fragen, aber bei allem oft fragen zu müssen, was gerade dieses Thema angeht, ist natürlich dann auch sehr, sehr schade. Deswegen finde ich dieses Projekt sehr gut und freue mich, wenn es da dann bald ganz viele Seiten gibt, hoffentlich, die das Leben von Menschen mit nicht nur geistiger Behinderung, auch Senioren und Menschen mit Migrationshintergrund das Ganze ein bisschen erleichtert und möglich macht, mehr auch im digitalen Leben, was man ja mittlerweile leider dazu sagen muss, teilzuhaben. Ja, genau, der Punkt der Unsicherheiten, das merken wir eben auch, das ist ein ganz, ganz großes Thema und beeinflusst das Nutzerverhalten total. Und das ist eben, glaube ich, eine ganz häufige Reaktion, dass Leute sagen, aha, ich weiß hier gerade nicht so richtig weiter, dann lasse ich es eben komplett. Und an der Stelle erstmal aufgeben ist das falsche Wort, aber erst nicht weitermachen. Und das ist so ein bisschen schade. Was wir auch gerade an den Fragestellungen der Begleitgruppe gesehen haben, dass das natürlich ganz wichtig ist, was wir uns ja auch im Projekt widmen, dass man da die technische Seite digitaler Barrierefreiheit anguckt oder sich anguckt, wie können Seiten vereinfacht werden, wie kann die Komplexität reduziert werden, dass man gleichzeitig wahrscheinlich aber eben auch von Seiten der Zielgruppe rangehen muss und da einfach die Kompetenzen stärken muss. Wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Begleitgruppe, weil die viele spezielle Fragestellungen an uns reingegeben haben, die
über einfache Internetseiten vielleicht so auch gar nicht gelöst werden können, haben wir noch einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt, über die wir dann eine externe Schulung organisiert haben. Das heißt, genau, es kam ein Schulungsleiter zur Begleitgruppe und hat deren Fragen besprochen. Da ging es zum Beispiel eben auch, wie benutze ich das WLAN, wie kann ich das überhaupt instand setzen oder für mich organisieren, dass man da so ein bisschen gucken muss, dass man von beiden Seiten an dieses Thema herangeht. Gibt es noch weitere Fragen? Da gibt es noch eine Wortmeldung. Christina Donath. Ja, mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Sie hatten bei dem einen jungen Mann, der hatte ja so ein bisschen drüber erzählt, dass, also ich habe es so verstanden, dass seine Eltern in der IT-Branche arbeiten und deswegen irgendwie er da sehr gut im Film ist. Wie ist denn das bei anderen? Also der eine erzählte auch, er arbeitet dann mit seiner Mutter manchmal zusammen, wenn er was bestellen will. Ist das denn meistens so, dass die Familien häufig dann oder also sozusagen die Leute begleiten oder auch ihnen was erklären? Oder sind das ganz unterschiedliche Menschen, die Leute so unterstützen? Weil ich frage das auch so vor dem Hintergrund, weil wir überlegen ja häufig zu diesem Thema Digitalassistenz. Also sollte das sozusagen so eine flächendeckende Assistenzleistung werden, ist das sozusagen so, dass das Mittel der Wahl? Jetzt gibt es Leute, die sozusagen völlig offline sind, weil da vielleicht niemand im Umfeld irgendwie mit ihnen da rangeht. Und bei anderen ist, also ich meine, bei dem jungen Mann, da war ich total beeindruckt, weil der ist ja, also ich meine, der könnte mir wahrscheinlich noch Sachen beibringen. Aber es ist ja dann nicht bei jedem so, dass da im Umfeld dann jemand ist, der sich dem widmet. Wie ist da so die Erfahrung? Also wer hat Kenntnisse vermittelt? Wie sind die Leute so aufgestellt? Wie ist das familiäre Umfeld aufgestellt? Gibt es vielleicht auch professionelle Menschen im Umfeld, die da Kenntnisse vermittelt haben? Also tatsächlich ist es genau so, dass es ganz unterschiedlich ist. Das ist auf das familiäre Umfeld, das können aber auch Freunde sein. Wir hatten Leute da, die gesagt haben, auch wenn es gerade wieder um den Punkt geht, Online-Shopping, dass sie da auf Kollegen zugegangen sind. Also dass eben auch dem Kollegen gesagt wird, ich hätte gern Produkt XY, dann gibt er ihm bar das Geld in die Hand und der Kollege bestellt das für ihn. Das sind dann aber, glaube ich, häufig ganz konkrete Fragestellungen und eben nicht so wir nehmen uns dem gemeinsam an und nähern uns dem Thema digitale Kompetenzen mal, sondern eben wirklich diese ganz konkreten Fragestellungen, die da geklärt werden. Der Fall dieses jungen Mannes ist da tatsächlich, zumindest nach unseren Erfahrungen, eher die Ausnahme. Deswegen finden wir das zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass sowas gedacht wird. Man braucht eine fachliche Person, die da Menschen unterstützen in dem Bereich. Gut, ich sehe jetzt aktuell keine konkreten weiteren Fragen. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns schon unserem nächsten Thema widmen. Wir haben ja auch nach den 3 Inputs nochmal die Möglichkeit, gemeinsam zu diskutieren und können dann auch nochmal Fragestellungen aufgreifen. Wir haben uns jetzt als nächstes für ein Gesprächsformat entschieden. Das heißt, hier gibt es jetzt kein Input-Referat, sondern eher ein Gespräch zwischen Britt Jensen und Michael Thiel vom Deutschen Volkshochschulverband, wo es nochmal ein bisschen mehr um die Frage geht, wie und warum widmen sich eigentlich Verbände und Unternehmen diesem Thema digitale Barrierefreiheit, vielleicht auch die nicht ganz primär mit der Personengruppe Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten. Ja, vielen Dank, Gesa. Wir freuen uns sehr, dass Herr Thiel sich heute bereit erklärt hat, bei unserem Fachtag dabei zu sein. Ich würde gern einleitend noch ein paar Worte zu unserer Projektpartnerschaft verlieren. Ich habe das vorhin ja schon kurz erläutert. Wir haben 9 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, mit denen wir in diesem Projekt kooperieren. Und für uns ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil des Projekts,
weil wir nur durch diese Gespräche die praktische Relevanz unserer Untersuchung und Ergebnisse und Erkenntnisse überhaupt sicherstellen können. Weil wenn wir mit den Projektpartnern reden, kriegen wir eben ganz direktes Feedback. Wir haben ja gerade diese Fragestellung und diese Schwierigkeit. Wie können wir damit umgehen oder können Sie das nicht in Ihre Untersuchung mit aufnehmen? Praktisch sieht das dann eben so aus, dass wir uns circa halbjährlich in dieser Runde zusammensetzen und wir die Projektpartner über die Erkenntnisse informieren. Und darüber hinaus bieten wir jedem unserer Projektpartner auch an, dass wir uns deren unternehmenseigenen Apps und Internetseiten anschauen, die über die Begleitgruppe prüfen lassen und dann anhand dessen da Verbesserungsvorschläge machen. Für die VHS haben wir zum Beispiel auch schon einen Nutzertest gemacht, aber davon kann Herr Thiel vielleicht gleich selbst berichten. Herzlich willkommen, Herr Thiel. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Jensen. Freue mich sehr. Kann man mich gut hören? Sehr gut hören, ich zumindest. Perfekt. Ja, danke nochmal für die Einladung. Freut mich sehr, heute hier dabei zu sein. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein Name ist Michael Thiel. Ich bin Projektleiter im VHS Lernportal. Das ist ein kostenloses, offen zugängliches Lernportal für die Bereiche Alphabetisierung, Grundbildung und Deutschlernen. Es ist vom BMBF gefördert und die ersten Online-Angebote in diesem Zusammenhang gab es schon 2004, hat also eine durchaus lange Tradition und wir arbeiten an diesem Thema schon sehr lange. Was die Zielgruppe anbelangt, haben wir vor allen Dingen gering literalisierte Menschen als Zielgruppe und Menschen, die Deutsch lernen möchten. Die Volkshochschulen sind der größte Anbieter von Integrationskursen in Deutschland und hier bieten wir entsprechende Online-Angebote, aber eben auch für den Bereich Grundbildung zum Thema Lesen lernen, Schreiben lernen und Rechnen lernen. Wir haben 6,25 sogenannte gering literalisierte Menschen in Deutschland. Das hat eine große Erhebung festgestellt und die würden wir gerne dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten in diesem Bereich besser nutzen zu können und weiterzuentwickeln. Genau. Wir sind ein ziemlich großes Projekt hier beim DVV. Der DVV ist eigentlich vornehmlich damit betraut, Lobbyarbeit für die fast 900 Volkshochschulen in Deutschland zu machen, die ein sehr diverses Aufgabenfeld haben und hat aber auch eine große Bandbreite von Projekten, um diese Arbeit zu unterstützen. Da ist das VHS Lernportal mit 1,6 registrierten Usern eins der größten. Und wir haben uns sehr gefreut, als wir von Frau Jensen angefragt wurden, bei dem Projekt mitzumachen. Wir haben nämlich die Zielgruppe der Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber nicht vollständig. Und deswegen war das für uns eine tolle Gelegenheit, uns da auch mal ein bisschen die Perspektive zu weiten und auch diese Zielgruppe nochmal gezielt in den Blick zu nehmen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass Sie im Projekt sind. Sie haben gerade gesagt, für Sie ist es so spannend, vor allen Dingen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auch mehr in den Fokus zu nehmen. Für uns ist es dann vielleicht genau eher andersrum der Fall. Wir konzentrieren uns eher auf die Zielgruppe Menschen mit geistiger Behinderung. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, betrachten natürlich auch Zielgruppe von Personen mit geringer Literalität. Deswegen ist es, glaube ich, für uns ganz spannend, dass wir da auch voneinander lernen können und wir auch von ihnen viele Erkenntnisse ziehen können. Wir erleben Sie ja immer als sehr interessierten und engagierten Projektpartner. Können Sie das vielleicht noch mal genauer beschreiben, was wirklich dann die Motivation war, im Projekt Leicht Online mitzumachen? Also die Motivation war natürlich, die Zielgruppe besser kennenzulernen, aber eben auch zu schauen,
wo haben wir da vielleicht auch noch blinde Flecken in unserer Entwicklung? Ja, wir haben ja mit unserer, ich sag mal, Hauptzielgruppe, gering literalisierte Menschen, die Deutsch lernen möchten, aber eben auch Kursleitungen in den Volkshochschulen, ein sehr heterogenes Anforderungsspektrum, sage ich mal. Und da ist es irre schwer, ein digitales Angebot bereitzustellen, das all diesen Anforderungen genügt. Und wir haben aber eben auch festgestellt, wir sind, als Sie uns angesprochen haben, auch nochmal hier intern in den Reflexionsprozess gegangen und haben gesagt, ja, was tun wir eigentlich für Menschen mit geistiger Behinderung? Gibt es da Schnittmengen zu unseren anderen Zielgruppen und beispielsweise der Aspekt der geringen Literalität und auch der Aspekt der digitalen Kompetenz schlagen da natürlich zu Buche. Und da wollten wir einfach auch ein bisschen tiefer rein. Ja? Und wenn ich das kurz anmerken darf, es gibt auch eine persönliche Motivation. Ich habe vor längerer Zeit meinen Zivildienst im Wohnheim der Lebenshilfe in Bitburg für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht. Und insofern war das auch für mich persönlich eine Herzensangelegenheit. Also da gibt es auch nochmal so eine starke persönliche Motivation, da mitzumachen. Ja, schön. Sie haben da eben schon mal ein ganz spannendes Stichwort gesagt, dass Sie ja auch aus dem Projekt natürlich ganz viel lernen wollen und Erkenntnisse ziehen wollen. Mögen Sie vielleicht mal davon berichten, welche Erkenntnisse bei Ihnen überhaupt schon so angekommen sind? Vielleicht auch da nochmal der Hinweis zur Prüfung der Registrierung des Lernportals. Die kurze Antwort ist, wir müssen besser, inklusiver und leichter zugänglich werden. Sie hatten ja dankenswerterweise den Registrierungsprozess bei uns im Lernportal mal genauer unter die Lupe genommen mit einigen Teilnehmenden. Und da haben wir einfach auch gesehen, dass es immer noch relativ kompliziert ist. Ja, also wir haben im Laufe der Jahre immer wieder versucht, diese Zugangshürde zu vereinfachen. Wir bieten nicht nur beispielsweise die Registrierung per E-Mail, sondern auch mit Handynummer an. Aber es ist immer noch kompliziert. Es ist ein mehrstufiges Verfahren. Sie müssen die AGBs entsprechend anklicken. Sie müssen ein Formular ausfüllen. Und wir sind dabei, diese Erkenntnisse auch umzusetzen, dazu vielleicht später. Aber das ist tatsächlich so ein Aspekt, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt definitiv was machen. Ja? Also diese Sensibilisierung, die ja auch Ziel Ihres Projekts ist, die ist bei uns, würde ich sagen, sehr, sehr gelungen. Und das hat uns auf jeden Fall zu denken gegeben und uns motiviert, da auch weiterzumachen und diese Zugangshürden eben auch abzubauen. Also ich glaube, Sie denken da ja auch schon ganz groß, wie man das mitkriegt und denken so, dass es wirklich alles komplett barrierefrei sein muss. Das freut uns natürlich, dass Sie da diese Ambition haben. Was ich immer ganz wichtig finde, auch nochmal zu erwähnen, dass, um da auch andere Unternehmen vielleicht nicht abzuschrecken, dass es ja auch klein anfangen kann und dass man erstmal mit einem kleinen Bereich einer Internetseite oder einer App anfängt und dann guckt, funktioniert es oder funktioniert es nicht und wenn es nicht funktioniert, woran liegt das überhaupt? Aber dass man gar nicht gleich denken muss, ich gehe dieses Thema an und muss jetzt meine komplette Homepage von vorne bis hinten komplett barrierefrei gestalten. Das ist ein schönes Vorhaben, aber oft, glaube ich, ein bisschen unrealistisch. Deswegen klingt das aus unserer Sicht sehr gut, wie Sie das angehen, dass man wirklich schrittweise sich das anguckt und ja auch eigentlich nur schrittweise vorangehen kann, weil das oft ja so ein iterativer Prozess ist, um zu gucken, okay, genau. Hier funktioniert es ja vielleicht doch noch nicht und dann überarbeiten wir es in einer zweiten Welle eben doch noch einmal. Genau, also es ist auch ein bisschen Ausprobieren dabei. Es ist auch eine, ich sag mal, ein Austarierungsprozess mit unserem technischen Dienstleister. Ja, weil der sagt auch manchmal, sorry, können wir nicht. Und da müssen wir uns andere Möglichkeiten eben ausdenken,
wie wir bestimmte Probleme lösen. Also das ist tatsächlich, wie Sie eben gesagt haben, ein kleinschrittiger Prozess, der aber einmal in Gang gesetzt durchaus schnell Ergebnisse zeitigt. Also das auf jeden Fall. Mhm. Wurde bei Ihnen bei der VHS denn schon etwas umgesetzt? Ja, und zwar, wir haben tatsächlich vor kurzem einen Refresh der Oberfläche, der Benutzeroberfläche gemacht und dort haben wir durchaus auch Anregungen von Leicht Online mit einbauen können, was uns wirklich sehr freut. Wir haben beispielsweise die Unterscheidung Lerner und Kursleiter haben wir viel, viel deutlicher gemacht. Das war ja auch eine Rückmeldung eines Teilnehmers von Ihnen, dass er sich da überhaupt nicht orientieren konnte. Das ist jetzt wirklich ganz deutlich gemacht worden und ja, das war auf jeden Fall eine super Anregung nochmal. Wir haben die Texte nochmal vereinfacht. Wir haben ja auch Audiounterstützung. Dort haben wir auch ein bisschen aufgerüstet und mehr Texte nochmal mit Audios versehen, dass auch Menschen, die nicht so gut lesen können, damit zurechtkommen. Und genau, im Zuge dieses Refresh-Prozesses konnten wir schon einiges umsetzen, aber wir haben auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Das auf jeden Fall. Und wir haben ein neues Angebot, an dem wir gerade arbeiten, zur digitalen Grundbildung. Und da gehen wir das Thema jetzt auch inhaltlich ein bisschen breiter an. Wir haben dort Lernmodule, die bestimmte Aspekte des digitalen Lebens, sei es von der Mausbedienung, das ist wirklich ganz basal und die Zielgruppe sind auch Menschen, die wirklich noch gar nicht mit dem Computer arbeiten. Ja, da fangen wir an mit der ersten Stufe, Mausbedienung, Tastaturbedienung. Was ist überhaupt ein Browser? Und da haben wir das Thema Barrierefreiheit mit aufgenommen und auch entsprechend, und das war eben auch aus dem Anlass heraus, dass wir zusammenarbeiten, haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich ein bisschen weiter denken. Und da sind wir gerade dabei, Inhalte einzustellen und überlegen auch, ob wir einen Protagonisten hier mit geistiger Behinderung dort einsetzen. Ja, und da müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Da brauchen wir auch nochmal Ihre Unterstützung. Aber das würden wir gerne auch auf dieser inhaltlichen Ebene nochmal ein bisschen weiterdenken und intensivieren. Das kommt ja ganz gut zusammen mit unserer Projekterweiterung, die wir auch vornehmen, von der ich eben ja auch schon gesprochen habe, wo es eben genau darum geht, wie müssen Inhalte überhaupt aufbereitet sein, damit man sie gut versteht. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt bei Ihnen im Lernportal eben ja auch um Online-Inhalte gehen wird. Das heißt, wir kriegen da bestimmt ganz gut etwas zusammen hin. Das glaube ich auch. Abschließend habe ich noch eine Frage, das können Sie gerne privat für sich beantworten oder eben auch aus der Perspektive der Volkshochschule. Wie ist denn so Ihr Wunsch, wie sich das Thema digitale Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung weiterentwickelt, beziehungsweise vielleicht auch, wie sich die Zusammenarbeit zwischen der Volkshochschule und dem Projekt entwickelt? Das ist tatsächlich ein Thema, das für uns, denke ich, in Zukunft wichtiger sein wird. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Wir haben fast 900 Volkshochschulen, das ist eine ganze Menge. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar, die arbeiten auch mit beispielsweise Werkstätten zusammen. Wusste ich vorher beispielsweise gar nicht. Und die Zielgruppe ist eigentlich eine, die auch die Volkshochschulen adressieren sollte, ja, und die interessant für diese Zielgruppe ist. Wir haben beispielsweise im Moment im Bereich arbeitsorientierte Grundbildung. Es läuft ja die Dekade der Bundesregierung für Alphabetisierung und Grundbildung, in denen verschiedene Projekte gefördert werden. Und da ist dieser Bereich arbeitsorientierte Grundbildung ein sehr wichtiger Bereich. Und auch dort ist das eine Zielgruppe, die vielleicht immer noch ein bisschen unterrepräsentiert ist und die auch erst noch erschlossen werden muss. Und dazu würden wir gerne beitragen. Sie haben das eben erwähnt, dass viele Menschen dann doch lieber den Weg zum Schalter gehen, wenn sie mit den digitalen Möglichkeiten nicht zurechtkommen. Die Frage ist ja auch, wie lange ist das noch möglich?
Ja? Ja. Also wir sehen ja, dass immer mehr Alltagsbewältigungsdinge, sage ich mal, ins Internet abwandern. Ja, sie vom Kinokartenkauf bis zur Fahrkarte bis zur Kontoeröffnung. Und das stellt natürlich dann nochmal eine zusätzliche Hürde für diese Menschen dar. Und die müssen wir eben auch durch Bildungsangebote abbauen. Ja, und wenn ich höre, dass wenige behinderte Menschen an Bildschirmarbeitsplätzen sitzen, frage ich mich natürlich auch, ist das, weil sie es nicht können, was ich, nachdem ich die Videos gesehen habe, gar nicht glauben kann, oder ist es, weil sie diesbezüglich noch nicht genug gefördert werden? Ja? Und das ist eben auch Aufgabe von Weiterbildung und in dem Falle würde ich auch sagen, von Volkshochschulen. Insofern sehe ich da durchaus ein breites Betätigungsfeld, mit der wir uns diese Zielgruppe ja eben auch erschließen können, mit ihr zusammenarbeiten können und dort Bildungsangebote schaffen können. Das wäre so mein Wunsch und ja, die Perspektive, die ich dort sehe. Das klingt ganz spannend und den Wunsch können wir natürlich nur unterstützen. Auch wir haben zum Beispiel die Erfahrung jetzt bei unseren Teilnehmern in den Test gemacht, dass es wirklich meistens Menschen mit Behinderung sind, die in den Werkstätten arbeiten und kaum einen Arbeitsplatz haben, der wirklich mit dem Computer zu tun hat. Und auch da fehlen dann natürlich Kompetenzen, weil ich sie im tagtäglichen Kontext nicht aufbauen kann. Deswegen klingt das nach einem sehr guten und ganz spannenden Projekt, was Sie da vor sich haben. Und damit möchte ich mich auch gern schon bei Ihnen bedanken, Herr Thiel. Ich bedanke mich bei Ihnen für die bisher sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt und ich freue mich auf die nächsten Schritte, die wir zusammen gehen. Vielen Dank, Frau Jensen. Ja, vielen Dank auch von mir an Sie, Herr Thiel, und natürlich auch an Frau Jensen. Wir haben jetzt noch mal die Möglichkeit, vor der Pause Fragen zu stellen. Vielleicht haben sich bei Ihnen konkrete Fragen noch mal zur Projektarbeit ergeben oder auch darüber hinaus Fragen, die sich jetzt auf das Gespräch von Frau Jensen und Herrn Thiel ergeben. Da gibt es eine Meldung von Martina Magdalinski. Ja, vielen Dank für den Vortrag oder für das Gespräch. Ich habe eine Frage und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Thiel, sind Sie auch dabei, quasi so eine Art Grundbildung in digitalen Bereichen auch für ältere Menschen oder für ganz viele Bevölkerungsgruppen anzubieten? Und haben Sie dann auch daran gedacht, oder das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, also nicht nur mit den Kassen, die vielleicht immer mehr schließen und nicht mehr am Schalter irgendwas erledigt werden können. Gerade für Ältere ändert sich ja auch ganz viel, was halt die Gestaltung von, wie mache ich einen Termin bei einem Arzt, habe ich dafür ein Internet und so. Also ich finde, wenn Sie als VHS da was anbieten würden, gerade für Ältere, dass sie halt den Umgang erlernen können, das fände ich eine ganz tolle Sache, muss ich ehrlich sagen, weil ich sehe da große Probleme auf uns zukommen, wenn da nichts passiert. Frau Magdalinski, vielen Dank für die Anregung. Wir haben das tatsächlich vor. Ja? Wir haben mit der digitalen Grundbildung, das ist ein sehr breit angelegtes Vorhaben. Wir werden starten damit im August, voraussichtlich August, September, mit der ersten Tranche von insgesamt 600 Übungen. Und da geht es darum, wirklich ganz, ganz grundlegende Fähigkeiten. Wie bediene ich die Maus? Was ist ein Browser? Aber eben auch die Frage, was ist überhaupt das Internet? Ja, damit fängt es an. Also das ist wirklich die Basiskompetenz für Menschen mit Grundbildungsbedarf. Und da sind eben auch Seniorinnen und Senioren eine wichtige Zielgruppe. Wir waren da auch schon oder sind in Gesprächen mit dem BAXO. Die kennen dieses Vorhaben schon. Und das ist eine Zielgruppe, die für uns natürlich ganz, ganz wichtig für
dieses Projektvorhaben ist. Und das werden wir auch entsprechend, wir haben das als in Form der Protagonisten, die wir dort auftreten lassen. Das hat so einen Storytelling-Ansatz, so werden die Themen eingeführt. Da sind ältere Menschen natürlich prominent mit dabei. Und wir haben beispielsweise den Aspekt von der digitalen Gesundheitsakte etc. Wie macht man einen digitalen Termin beim Arzt? Das haben wir alles schon integriert in dieses Lernangebot und werden das natürlich sukzessive erweitern. Also das, da können wir auch gerne bilateral nochmal sprechen, ist für uns, für dieses Angebot eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe. Oh, vielen Dank, das finde ich toll. Und würden Sie dann auch Inhouse-Schulungen machen, also dass Sie zum Beispiel auch in Werkstätten, also nicht nur in Werkstätten für Menschen mit Behinderung gehen, sondern auch vielleicht in alten Wohnheime oder alten Einrichtungen? Da gibt es ja verschiedene Variationen. Sehr gerne. Wir haben ein breites Schulungsangebot. Wir haben beispielsweise auch zusammen mit unseren Partnern aus dem Ehrenamtsportal, die sich um Ehrenamtliche kümmern, eine Einführung für das VHS-Lernportal in Mehrgenerationenhäusern, diverse Schulungen schon durchgeführt. Da können Sie uns gerne ansprechen. Also das können wir, vorausgesetzt die Teilnehmendenzahl erlaubt das entsprechend, dass wir dann in Präsenz das machen, können wir gerne uns dazu einmal austauschen und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben noch eine Schulungsseite bei uns, da können Sie das ganze Angebot einmal überblicken und kann ich Ihnen gerne schicken. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen oder Diskussionsbeiträge? Sie dürfen sich gerne melden oder auch einfach reinrufen. Keine Scheu. Okay, ansonsten würde ich vielleicht mal eine Frage an Sie stellen, weil für uns als Lebenshilfe liegt es natürlich auf der Hand, dass wir uns immer für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit geistiger Behinderung einsetzen und digitale Teilhabe da eben auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist und versuchen aber natürlich auch immer herauszufinden, warum ist das Thema eigentlich auch für andere Verbände oder Unternehmen, die sich vielleicht gar nicht primär mit der Zielgruppe beschäftigen, wichtig. Wenn Sie da gerne noch Motivationen teilen wollen, freuen wir uns. Sie sind ja alle heute auch aus bestimmten Gründen hierher gekommen. Und genauso gibt es vielleicht aber bei Ihnen auch schon erste Erkenntnisse so in der Umsetzung und Probleme, die Sie benennen können oder Dinge, wo Sie sagen, das brauchen wir eigentlich bei uns, um eben digitale Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung besser umsetzen zu können. Wenn dazu noch jemand etwas teilen möchte, freuen wir uns auch. Da gibt es eine Meldung von Sabine Klotz. Auch ein Hallo in die Runde und vielen Dank für die ganzen interessanten Einblicke. Ich glaube, was ich immer so rückmelden kann, auch eigenen, also auch aus der Lebenshilfeperspektive, ist immer, dass uns ganz oft rückgemeldet wird aus der Praxis, dass es alles ganz wichtig ist und auch essentiell ist die digitale Teilhabe, aber dass es immer dieses Finanzierungsproblem ist, zu sagen, okay, wie können wir das in der Praxis überhaupt dann einfach leisten, weil wir nicht wissen, wie wir es dann nachher refinanzieren können. Das ist so der Input, den ich, glaube ich, immer als Schwierigkeit dann immer höre. Ich finde es auch schwierig, weil das soll ja auch immer kein Totschlagargument sein, auch wenn die Finanzierung wichtig ist, immer zu sagen, wir würden gerne, aber es geht nicht. Genau, also ist auch eine Erfahrung, die wir teilen können von dem, was wir schon von anderen Unternehmen so mitbekommen haben, dass man natürlich die finanziellen Mittel erstmal braucht, um da vielleicht die Internetseite nochmal neu aufzubauen. Das geht aber nochmal in die gleiche Richtung, was ich eben auch schon zu Herrn Thiel sagte, dass man ja auch gar nicht von Anfang an ganz groß denken muss, sondern dass man ja auch schon mit kleinen Schritten anfangen kann, die dann vielleicht auch gar nicht so viel kosten. Dass wir da den Unternehmen gerne ein bisschen die Scheu nehmen möchten, sich dem Thema überhaupt zu nähern.
Und gleichzeitig würde ich noch ergänzen, dass sich ja auch schon zeigt, dass es meistens deutlich kostenaufwendiger ist, später bestimmte Seiten oder Produkte barrierefrei anzupassen, als schon von Anfang an mitzudenken, wie kann man da vielleicht Dinge für verschiedene Zielgruppen etwas einfacher gestalten. Gerade weil ja auch zunehmend mehr Bereiche von so rechtlichen Rahmenbedingungen, ich sag mal, dann offen sind oder darunter fallen und dann auch verpflichtet werden, ihre Angebote entsprechend barrierefrei auszubauen. Okay, gibt es sonst noch Beiträge? Wenn das gerade nicht der Fall ist, dann entlassen wir Sie hiermit auch gerne nochmal in die Pause. Es ist jetzt 11:34 Uhr. Ich würde vorschlagen, dass wir uns um 11:50 Uhr wieder hier zusammenfinden. Bis gleich. Gut. Wir haben uns jetzt ja im ersten Teil der Veranstaltung ganz viel damit beschäftigt, wie die Zielgruppe überhaupt das Internet nutzt, welche Probleme auftreten, auf welche Hindernisse sie treten. Wir möchten Ihnen jetzt aber auch gerne noch mal ein ganz konkretes Beispiel zeigen, wie man diese Probleme lösen kann und wie eine App aussehen kann, damit sie auch von der Zielgruppe bedienbar ist. Deswegen freue ich mich sehr, dass meine Kollegin Frau Müller Ihnen die Glücklich-App jetzt vorstellt. Genau, als letzten Beitrag vor unserer Abschlussdiskussion möchte ich Ihnen jetzt noch mal einen kleinen Einblick in meine Arbeit liefern. Ich teile dazu auch mal meinen Bildschirm. Und zwar geht es jetzt um unsere Glücklich-App, ein Beispiel für leichte digitale Angebote. Ich würde Ihnen einmal kurz sagen, was ich Ihnen gleich vorstellen möchte. Zum einen ein ganz paar Worte zur Ausgangssituation. Warum braucht es eigentlich eine leichte App? Würde Ihnen einen kleinen Einblick geben in unseren Entwicklungsprozess und auch in bestimmte Aspekte von Barrierefreiheit. Und sofern das technisch dann alles hinhaut, gerne auch mit Ihnen einmal in die Glücklich-App reingehen, damit Sie dann auch ganz konkret sehen können, wie wir das umgesetzt haben. Sie können aber gerne auch im Rahmen der Dokumentation nochmal Links zur App bekommen, dass Sie sich auch selber die App installieren können und dann nochmal tiefer da reingehen, weil das ist wirklich jetzt nur ein ganz kleiner Einblick und macht dann noch einen kurzen Ausblick, wie geht es eigentlich weiter mit jetzt diesem konkreten Projekt Glücklich-App. Zur Frage, warum braucht es eigentlich eine leichte App? Insgesamt merken wir, dass es einen wahnsinnig großen Markt gibt an eben diesen Gesundheits-Apps. Ihnen allen ist bestimmt schon mal eine begegnet zum Thema Ernährung, Rauchentwöhnung, mehr Bewegung oder auch psychische Gesundheit. Was die meisten dieser Apps aber eint, ist, dass sie kaum barrierefrei sind und insbesondere für Menschen mit geistigen Behinderungen eigentlich kaum zugänglich. Die sind in der Regel sehr schwer zu bedienen, eigentlich auch immer in schwerer Sprache und stellt diese Nutzergruppe dann eben vor große Herausforderungen. Dabei weisen Menschen mit geistiger Behinderung tatsächlich ein überdurchschnittlich häufiges oder großes Risiko auf, zusätzliche psychische Erkrankungen zu entwickeln. Das heißt, eigentlich gibt es einen ganz, ganz großen Bedarf, der leider auch durch therapeutische Angebote etc. nur unzureichend gedeckt wird. Und so könnten eben solche digitalen Gesundheitsanwendungen eigentlich ganz gut eine Lücke schließen. Und deswegen haben wir uns eben auf den Weg gemacht, so eine Gesundheits-App in leicht zu entwickeln. Wir, das ist in diesem Fall die Lebenshilfe Hamburg und das Zentrum für psychosoziale Medizin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Das UKE ist schon seit langem sehr erfahren da drin, solche Gesundheits-Apps zu entwickeln, und gemeinsam haben wir uns eben auf den Weg gemacht, eine solche App für die Zielgruppe Menschen mit geistiger Behinderung anzupassen.
Das Ganze läuft im Rahmen von einem Projekt, gefördert durch die Aktion Mensch und durch die kassenindividuelle Selbsthilfeförderung von der Techniker Krankenkasse. Und die Projektlaufzeit ist von 2021 bis Ende diesen Jahres 2023. Projektziel ist zum einen die ganz konkrete Entwicklung von eben einer solchen leichten Gesundheits-App, wie wir sie immer nennen. Darüber hinaus aber auch die ganzen Erfahrungen, die wir in der Entwicklung, aber auch Testung von dieser App machen, zu verschriftlichen und so vielleicht darauf einzuwirken, dass App-Entwickler oder IT-Dienstleister zukünftig besser wissen, wie sie eigentlich für diese Zielgruppe Apps entwickeln können und es dann bestenfalls perspektivisch mehr barrierefreie Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung gibt. Auch hier würden wir allerdings sagen, dass solche leichten Apps nicht nur für Menschen mit geistiger Behinderung, sondern auch für noch weitere Zielgruppen nutzbar ist. Da haben wir ja heute auch schon viel drüber gesprochen. Funktionale Analphabeten, Menschen mit Konzentrationsschwierigkeiten oder Aufmerksamkeitsstörungen oder jetzt in diesem speziellen Fall vielleicht auch Personen, die aufgrund von zum Beispiel langer psychischer Erkrankung einfach in ihrem Lernen beeinträchtigt sind und für die diese bestehenden Gesundheits-Apps einfach aufgrund ihrer Komplexität nicht unbedingt zugänglich sind. Genau, das so zur Ausgangssituation. Der Entwicklungsprozess von Glücklich war so, ich habe es ja schon gesagt, das UKE hat schon länger solche Gesundheits-Apps entwickelt. Ein Beispiel ist da die App Cogito. Und wir haben nun Glücklich entwickelt und ich habe das mal die leichte Schwester von Cogito genannt, weil wir eben uns angeguckt haben, wie ist diese Cogito-App aufgebaut und dann geschaut haben, welche Aspekte davon könnte man beibehalten und welche sind für diese Zielgruppe vielleicht eine Barriere oder wo müssen wir Dinge anders machen, damit sie eben barrierefrei zugänglich sind. Der aktuelle Themenschwerpunkt der Glücklich-App ist das Thema Depression und Verbesserung des Selbstwerts. Und sie beinhaltet 37 verhaltenstherapeutische Übungen, die in leichter Sprache sind. Und die Idee ist dann, dass bestenfalls über Fachpersonen eine Vermittlung von dieser App erfolgt. Bei den Vorgänger-Apps Cogito ist es dezidiert so, dass sie dazu gedacht ist, Erfolge, die im Rahmen einer Verhaltenstherapie erarbeitet werden. Häufig sind so Verhaltenstherapien relativ schnell wirksam. In so einer Therapie zeigen sich schnelle Erfolge. Aber für viele Personen ist es langfristig nach Ende der Therapie schwierig, an diesen Erfolgen anzuknüpfen. Und da soll eben so eine Gesundheitsanwendung auch anschließen, dass sie so für den Alltag Unterstützung anbietet. So ähnlich ist die Idee bei Glücklich auch. Allerdings wissen wir, dass viele von den Menschen mit geistiger Behinderung, die zusätzlich eine Depression entwickelt haben, gar nicht in psychotherapeutischer Behandlung sind, weil es einfach viel zu wenig Plätze gibt. Insofern können da auch andere Fachpersonen wie zum Beispiel sozialpsychiatrische Hilfen oder auch die Behindertenhilfe natürlich an die App vermitteln und die App vielleicht im Vorfeld beim Warten auf einen Therapieplatz oder natürlich auch währenddessen oder danach auch unterstützen. Das Ziel von der Entwicklung der App ist letztendlich eine intuitive und selbstständige Bedienung. Also bestenfalls kann die Zielgruppe die App ohne Hilfe bedienen und es ist dann auch ein entsprechendes Selbsthilfeinstrument. Und das Ganze ist in einem sogenannten iterativen Entwicklungsprozess entwickelt worden. Das bedeutet, dass wir immer wieder Schleifen gegangen sind, zu gucken, wo stehen wir gerade, wie reagiert die Zielgruppe eigentlich auf das Produkt, kann die Zielgruppe damit umgehen. Wir haben also regelmäßig sogenannte Usability-Tests gemacht, um zu schauen, funktioniert da das technische Verständnis, die Bedienbarkeit, aber auch das inhaltliche Verständnis, um dann eben zu gucken, wo müssen wir noch Dinge verändern, damit wir am Ende ein gut bedienbares Produkt entwickelt haben. Genau, vielleicht kurz zu so Aspekten der Barrierefreiheit. Die App ist kostenfrei über App-Stores zugänglich. Wir haben ja schon vorher gehört, dass das Thema Kosten ein ganz
relevanter Punkt für die Zielgruppe ist. Insofern genau, haben wir uns bemüht, dass alle Menschen die App kostenfrei nutzen können. Es gibt auch keinen Konto- oder Registrierungsprozess. Das heißt, man kann zum einen die App anonym benutzen, aber auch mögliche Barrieren, die eben im Rahmen so eines Registrierungsprozesses auftauchen, haben wir versucht zu minimieren. Und die App ist auch komplett ohne Werbung oder sogenannte In-App-Käufe und auch offline nutzbar, weil wir eben wissen, dass viele Personen nicht dauerhaft Zugang zu mobilen Daten haben und dann die App auch unabhängig vom WLAN-Zugang benutzen können. Wir haben versucht, eine recht reduzierte Menüführung zu machen. Das wird, glaube ich, gleich nochmal deutlich, was genau das bedeutet. Haben da aber zum Beispiel versucht, an sogenannte mentale Modelle anzuschließen, also einzelne Aspekte, die vielleicht schon bekannt sind, zum Beispiel das sogenannte Burger-Menü, also so 3 Striche, die sich häufig links oben befinden und auf die Einstellungen hinweisen, haben wir adaptiert. Das kennt man zum Beispiel aus Apps wie WhatsApp, die ja auch von vielen Personen genutzt wird. Haben keine Pop-up-Fenster in die App eingebaut. Das heißt, es werden passieren keine unerwarteten Prozesse, keine Fenster, die aufploppen, von denen ich nicht weiß, wie ich sie schließen kann. Und auch versucht, ein sehr konsistentes Design einzuhalten. Das bedeutet, alles sieht eigentlich immer gleich aus. Der Inhalt ist dann in den Übungen anders, aber die Übungen sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Genau, wir haben uns für Bilder von der Lebenshilfe Bremen entschieden, die im Rahmen von Texten der leichten Sprache häufig genutzt werden. Das heißt, einige NutzerInnen kennen diese Bilder vielleicht bereits. Und das Besondere bei diesen Bildern ist auch, dass die Bilder immer auch noch durch eine Prüfgruppe geprüft werden. Das heißt, bei jedem Bild hat auch eine Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung über das Bild gesprochen. Was sehen die eigentlich in diesem Bild, um sicherzustellen, dass diese Bildebene da eben auch verständlich ist. Die Übungen sind, wie gesagt, in leichter Sprache und es gibt eine Audioausgabe, damit eben auch Menschen, die nicht gut lesen können, die App benutzen können oder auch Menschen, die aus anderen Gründen nicht gerne lesen möchten oder diese Übungen nicht lesen möchten. Und haben uns eben auch für eine echte Stimme entschieden. Das fordert, glaube ich, ein bisschen den persönlichen Zugang. Und es bietet eben auch einen guten Zugriff auf das Tempo, auf Pausen oder auch auf die Betonung. Und haben auch versucht, eine kontrastreiche Darstellung zu machen, damit eben immer sehr, sehr deutlich ist, wo klicke ich hier eigentlich gerade drauf. Es ist eine relativ große Schrift, einfach lesbare Schrift, klare Buttons etc. Und haben als ebenfalls wichtigen Punkt, den würde ich jetzt gar nicht unbedingt in den Bereich Barrierefreiheit unbedingt eindenken, aber wir haben uns für eine sogenannte Gamification entschieden. Das heißt, so ein bisschen spielerische Aspekte mit eingebaut, um eben die Motivation vielleicht auch zu erhöhen, dabei zu bleiben und diese Übungen zu machen. Gedacht ist eben, dass die nutzenden Personen regelmäßig, vielleicht einmal am Tag, so eine Übung machen. Und diese Übungen sollen eben auf bessere Gedanken bringen oder den Selbstwert stärken. Ich würde jetzt hier einmal kurz die Freigabe stoppen und über einen anderen Bildschirm in die Freigabe gehen. Dann können Sie nämlich einmal direkt einen Einblick in die Glücklich-App erhalten. Ich würde das aber, wie gesagt, Ihnen auch nochmal im Rahmen der Dokumentation auch zur Verfügung stellen, dass Sie selber die App auch installieren können. Oder Sie suchen im App Store nach Glücklich und nach diesem Logo. Ich gehe jetzt direkt auf die Startseite. Normalerweise würden Personen beim ersten Öffnen der App in die Anleitung kommen. Die würde ich jetzt überspringen, die kann man aber jederzeit sich wieder angucken. Oben gibt es immer eine persönliche Begrüßung. Man kann sich einen Namen geben, das muss man aber nicht. Und das ist eigentlich auch die einzige persönliche Information, die man von sich an die App gibt. Ansonsten gibt es da auch gar keine Schriftprozesse, sondern immer, wenn eine Übung auffordert, etwas aufzuschreiben, macht die Person das zu Hause, notiert aber nichts in der App. Das hat auch was mit Datenschutz zu tun, weil wir eben versucht haben, das so gering wie möglich zu halten.
Es gibt dann auch immer eine Übersicht, wie viele Übungen schon gemacht wurden in der jeweiligen Woche. Und auf der Startseite ist dann auch immer die Hauptübung, in diesem Fall gute Körperhaltung. Es gibt, wie gesagt, 37 Übungen, die nach so einem Zufallsprinzip dann da vorgeschlagen werden. Und hier oben, diese Striche, das meine ich mit dem Burger-Menü, dass man da, ich kann das einmal kurz öffnen, dann nochmal in die Anleitung kommt. Man kann die Uhrzeit einer Erinnerung einstellen. Wir haben da auch noch sowas wie Hilfe annehmen, wo man eben weitere Informationen zu dem Thema psychische Gesundheit erhält oder auch über uns, wo wir nochmal mehr berichten, wer hat die App überhaupt gemacht. Es gibt dann immer zwei Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Ich kann entweder die Übung machen, die mir auf der Startseite vorgeschlagen wird, oder ich kann unten in der Mitte auf den Bereich Übungen gehen und bekomme dann eine Liste von eben allen 37 Übungen, die es gibt. Der grüne Haken heißt immer, diese Übung habe ich schon gemacht. Man kann Übungen aber auch mehrfach machen. Das ist eigentlich auch so angelegt, weil wir nicht davon ausgehen, dass man sich einmal abschließend mit einem Thema beschäftigt hat, sondern es sinnvoll ist, auch immer wieder sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass eigentlich nicht nach 37 Übungen die App komplett fertig ist, sondern man sich da eben in einem dauerhaften Prozess befindet. Und wir haben da eben alle Übungen aufgelistet. Das sind Übungen zum Teil, die sich eher in so einem Reflexionsbereich bewegen, wo man über soziale Kontakte nachdenkt, wie gehe ich mit Konflikten um. Es gibt aktivierende Übungen, wo man rausgeht, wo man sich bewegen soll. Es gibt Übungen, die eher so im Imaginationsbereich, also so eine Gedankenreise beispielsweise. Da gibt es eben ein buntes Repertoire an verschiedensten Übungen. Ich kann jetzt auch einfach mal eine öffnen. Wir können zum Beispiel mal uns ruhige Atmung angucken. Es gibt dann eben oben immer ein Bild aus der leichten Sprache, darunter ein kurzer Text mit einer Anweisung und am Ende dann 2 Buttons, einen Daumen, wenn mir die Übung richtig gut gefallen hat, dann kann ich sie bewerten und die Möglichkeit, ich drücke das jetzt auch mal auf Fertig zu klicken, um zu sagen, ich habe die Übung fertig, dann kommt so eine kleine Grafik und die Übung wird als abgeschlossen gewertet und ich habe dann auch in der Übersicht eine Übung mehr. Und zusätzlich gibt es aber auch, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Übung, eben die Möglichkeit, sich die Übung auch anzuhören. Dann kann ich auf den Button Anhören gehen und kann dann eben mir das auch vorlesen lassen. Ich drücke jetzt mal ganz kurz auf Play. Gedankenreise. Diese Übung ist für alle Menschen gut. Genau, wo es dann eben die Möglichkeit gibt, sich das Ganze vorlesen zu lassen. Und als letztes würde ich Ihnen noch mal ganz kurz die Gamification zeigen. Das ist, wenn ich hier auf Sterne drücke, dann kann ich eben sehen, wie viele Übungen habe ich eigentlich in dieser Woche gemacht. Ich war jetzt diese Woche ganz fleißig und habe schon 6 Übungen gemacht. Wir haben da einmal eine Übersicht über die verschiedenen Wochen, aber die Nutzerinnen wechseln auch je nach Anzahl der Übungen in der Woche von Bronze zu Silber zu Gold. Und das Ziel ist natürlich, möglichst viele Goldsterne zu sammeln. Und wir erhoffen uns davon, dass das einigen Personen hilft, so ein bisschen bei der Stange zu bleiben und eine zusätzliche Motivation darstellt. Ja, das vielleicht so ein ganz praktischer Einblick. Wer möchte, kann sich die App gerne auch selber nochmal angucken. Wir haben da, freuen uns auch immer über Feedback noch dazu, wenn da noch jemand Rückmeldung geben möchte, sehr gerne. Und vielleicht als letztes nochmal, wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt? Wir führen aktuell noch eine Studie zur Wirksamkeit der App durch. Das bedeutet, dass Personen aus der Zielgruppe die App
für 4 Wochen nutzen und es gibt eine Online-Vor- und Nachbefragung, um eben rauszufinden, wie verändert sich eigentlich auch die Stimmung, das Selbstwertgefühl der Zielgruppe. Wenn Sie da Menschen kennen, die Interesse hätten, noch an einer solchen Studie mitzumachen, können Sie das gerne verbreiten. Sie können sich gerne nochmal bei mir melden für Informationsmaterial zu dieser Studie. Ich schicke Ihnen einen Aufruf zu. Wir freuen uns da über Verbreitung. Und im weiteren Projektverlauf planen wir dann noch ein großes Rollout der App. Das heißt, wir wollen sie dann auch nochmal bekannter machen und alle Ergebnisse und Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, aufbereiten für IT-Dienstleistende und andere Interessierte, um eben dieses Thema leichte Apps ein bisschen mehr zu platzieren. Und eigentlich endet unser Projekt ja Ende diesen Jahres. Wir konnten allerdings schon eine weitere Förderzusage der Techniker Krankenkasse gewinnen. Da freuen wir uns sehr drüber, weil das eben ermöglicht, bis Ende 2026 diese Glücklich-App technisch und inhaltlich weiterzuentwickeln und haben uns da auch schon entschieden, neue Pakete zusätzlich zu diesem Thema Depressionen einfließen zu lassen. Unter anderem die Themen Ernährung, Essverhalten und das Thema Sucht, um eben da noch weitere Aspekte einfließen zu lassen. Ja, soweit ein ganz schneller Ritt durch die Glücklich-App. Und ich freue mich, wenn Sie vielleicht noch ein paar Fragen haben. Da sehe ich schon, dass Frau Magdalinski sich gemeldet hat und danach würde dann noch auch eine Frage von Frau Donath folgen. Frau Magdalinski. Ja, vielen Dank. Auch wieder eine sehr interessante App, die Sie da entwickelt haben oder entwickeln. Meine Frage wäre, welche Zielgruppen sind das noch? Also wir haben ja bei der BGW auch den Reha-Bereich, wo halt Menschen mit Behinderungen, die zu Hause sind oder nicht mehr arbeiten können, vielleicht auch in den Nutzen von so einer App kommen könnten. Ist das denn auch gedacht, also das sind ja dann auch Menschen mit Behinderungen, ist es denn gedacht, dass die Zielgruppen sehr breit ist oder muss man unbedingt auch eine geistige Behinderung haben oder kann man das auch nutzen, wenn man halt sehr körperlich eingeschränkt ist? Das haben wir ja auch. Das wäre so meine Frage. Also wir haben die App spezieller an den Bedarfen von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung entwickelt. Grundsätzlich steht sie aber natürlich allen Menschen zur Verfügung, die glauben, das ist für mich etwas Passendes, weil das haben wir ja auch schon immer versucht zu skizzieren, es ja noch viele andere Personengruppen gibt, für die eine relativ einfache Bedienung oder einfache Verständlichkeit nutzbar sein kann. Von daher glaube ich gar nicht nur, dass die letztendliche Nutzerzielgruppe Menschen mit geistigen Behinderungen sein werden, sondern genau vielleicht auch Menschen, die aus anderen Gründen sagen, ich profitiere davon. Das ist, finde ich, ja auch ein Vorteil, wenn man die App kostenfrei über den App Store zur Verfügung stellt, dass letztendlich jede Person selber entscheiden kann, ist das etwas, was mir gut tut. Dann ist eher die Frage, wie erfahren Menschen davon? Aber genau, das kann ja auch ein guter Hinweis sein, da nochmal auch andere Felder zu entwickeln, die App auch in anderen Bereichen bekannt zu machen. Zum Beispiel auch bei Senioren, wie ich gerade lese. Genau, das natürlich auch. Weil ich weiß nicht, ob sich jemand von Ihnen schon mal so andere Gesundheits-Apps angeguckt hat. Die sind einfach vom Aufbau häufig deutlich komplexer. Die Schriftart ist sehr klein. Die richten sich, glaube ich, an eine andere Personengruppe. Von daher würde ich auch da sagen, wir wollen die Glücklich-App möglichst vielen Leuten zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank. Frau Donath, dann sind Sie an der Reihe. Ja, meine Frage geht auch in die Richtung zur Verfügungstellung der App. Also
ich habe das auch häufiger, dass ich kontaktiert werde von Leuten, die irgendwie durch ein Projekt irgendwie eine App entwickelt haben und dann aber vor der Herausforderung stehen, dass wenn das Projekt abgeschlossen ist, wie man dann den Support für die App weiter sicherstellt. Das wäre die eine Frage, also wie Sie das hinkriegen. Und die andere Frage war, hatten Sie tatsächlich auch sich überlegt, das als DiGA anzubieten, also so, dass Krankenkassen das sozusagen auch bezahlen, dass das jetzt für alle kostenfrei im App Store zur Verfügung steht, ist super. Es gibt ja bei den DiGAs gibt es ganz viele, wo die Effizienz eigentlich gar nicht gut nachgewiesen ist und die trotzdem bezahlt werden und dieses Bezahlen sichert ja aber auch bestimmte Weiterentwicklung. Also vielleicht könnten Sie kurz schildern, ob Sie sich das überlegt haben und wie Sie sich dann also warum Sie sich vielleicht für den anderen Weg entschieden haben. Genau, also das ist ja keine digitale Gesundheitsanwendung in dem Sinne, dass es nicht unter das Medizinproduktegesetz fällt, was in unseren Augen Dinge eher erleichtert, weil es zum einen halt nicht durch so eine komplexe Prüfung gehen muss und zum anderen, und das finde ich viel wichtiger, eben kostenfrei Menschen zur Verfügung gestellt werden kann, weil ich auch davon ausgehen würde, dass diese Gesundheitsanwendungen, die über die Krankenkasse finanziert sind, für unsere Zielgruppe eine zusätzliche Hürde darstellen. Ich müsste dann zum Arzt gehen, der Arzt müsste wissen, dass es so etwas gibt. Der Arzt müsste das für richtig empfinden, mir verschreiben. Ich muss bei der Krankenkasse regeln, dass sie mir das bezahlen. Und ich glaube, da sind am Ende so viele Leute raus, dass der Nutzen davon tatsächlich sehr, sehr gering ist. Deswegen freuen wir uns auch so doll, dass wir die App eben so kostenfrei über die App Stores zugänglich machen können, was natürlich dankenswerterweise über die Aktion Mensch und die Techniker Krankenkasse funktioniert. Ansonsten wäre das auch schwierig, so eine App zu entwickeln und eben zu testen. Und da wir jetzt ja auch die Förderzusage bis Ende 2026 haben, ist das nochmal, finde ich, eine gute Möglichkeit, da eben auch Entwicklungsprozesse zu haben und zu gucken, wie kann man dann sicherstellen, dass darüber hinaus die App danach zumindest auch noch technisch geupdatet wird. Weil klar, das ist immer eine Frage, was passiert eigentlich 5 Jahre danach. Wir freuen uns ja wirklich ganz, ganz doll, dass es so großes Interesse auch bei der Techniker Krankenkasse gibt. Das unterstreicht, finde ich, auch nochmal die Notwendigkeit von solchen Selbsthilfeinstrumenten und auch die Hoffnung, sowas da vielleicht langfristiger platzieren zu können. Dann haben wir noch eine Frage von Frau Fanter. Ja, genau. Und zwar, wir bieten ja nicht nur die Reisen für Menschen mit Behinderung an, sondern auch Bildungsseminare, unter anderem auch im Bereich Gesundheit und sei es Ernährung, wie ernähre ich mich gesund, Abnehmseminare, Sportseminare, solche Sachen. Und da würde es sich ja anbieten, damit man ihnen so ein kleines Hilfsmittel an die Hand geben kann, diese App für die Teilnehmer, die zum Beispiel auch ein Smartphone oder ein internetfähiges Gerät zu Hause haben, denen das so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, weil ich finde das ganz gut, ne, mit diesen Übungen und gerade wenn man vor so Hürden steht, ich spreche da aus eigener Erfahrung, was das Abnehmen angeht, da sitzt man da manchmal und denkt so, ach scheiße, das funktioniert jetzt doch nicht so. Und das einen dann so ein bisschen motiviert und auch Spaß bei der Sache bringt und vor allen Dingen, sie können es alleine, weil es in leichter Sprache ist, weil es schlicht ist, weil es verständlich ist und das wirklich für jeden, das finde ich sehr schön. Und das heißt, wir dürften dann, ohne vorher irgendwie mit ihnen Rücksprache zu halten, unseren Teilnehmern diese App ans Herz legen, bei der Installation eventuell zur Seite stehen und die dann so weitergeben. Genau, also wir freuen uns natürlich immer, wenn uns Leute berichten, dass sie die App in bestimmten Bereichen einsetzen. Und es freut mich auch nochmal von so Personen aus der Praxis zu hören, dass sie auch die Relevanz dieser App teilen. Aber eigentlich ist das die Idee, genau, dass Personen oder halt auch Fachpersonen selbstständig diese App auch empfehlen können. Und wie ist das? Also unser Bereich fängt jetzt langsam auch an, Social Media für sich zu entdecken, um da auch auf sich selbst so ein bisschen aufmerksam zu machen. Da wären ja dann zum Beispiel auch so Zusammenschlüsse, ne? Wie wir haben jetzt gerade ein Seminar zum Thema gesunde Ernährung und wir nutzen dafür die Glücklich-App, dass man
das dann so auch ein bisschen supporten kann, weil ich das wirklich sehr wichtig finde. Wäre das auch okay oder gibt es da noch irgendwelche rechtlichen Dinge, die man beachten muss, auf die man aufpassen muss? Da können Sie gerne, wenn Sie das ganz konkret angehen, nochmal mit mir sprechen. Jetzt gerade gibt es ja leider auch diesen Bereich zum Thema Ernährung noch gar nicht. Das ist eben was jetzt als nächstes passiert. Bisher ist ja der Themenschwerpunkt Depression und Selbstwert, aber auch das dürfen Sie natürlich gerne bewerben. Und wir sind ja gerade noch in dieser Wirkungsstudie und werden danach halt eben diese App nochmal sehr großflächig bewerben. Ich hoffe, dass Sie spätestens dann natürlich auch nochmal davon erfahren und es dann auch sehr gerne teilen können. Bisher haben wir eben versucht, das noch nicht so ganz öffentlich zu machen, weil wir uns wünschen, dass Leute erstmal an der Studie teilnehmen, bevor sie die App dann benutzen. Aber genau, da können wir dann gerne nochmal in Austausch gehen und freuen uns, wenn die dann auch von anderen Personen beworben wird. Sehr gerne. Gibt es sonst gerade noch weitere Fragen an Frau Müller? Frau Magdalinski. Ja, ich hätte noch eine Frage, Frau Müller. Und zwar, inwieweit oder wie macht das Eppendorf, dass sie halt auch überprüfen und so, diese, gerade bei Depressionen gibt es ja echt unheimliche weite Bereiche. Inwieweit wurde das überprüft oder getestet auch, ob das wirklich quasi wirksam ist oder ob das auch wirklich dann diese Menschen erreicht und auch wirklich sich positiv ausdrückt auf die Menschen und nicht noch irgendwas verschlimmert oder so. Die Gefahr ist ja immer gegeben. Also die Vorgänger-Apps von Glücklich, unter anderem Cogito, die wurden mit relativ umfangreichen Studien vom UKE auf Wirksamkeit überprüft. Und bei der Glücklich-App sind wir eben gerade dabei, diese Wirksamkeitsstudie durchzuführen. Da gibt es ja standardisierte Fragebögen, Erhebungsinstrumente, um eben sowas zu erfassen. Die wurden für die Zielgruppe angepasst, weil auch sowas halt nicht immer in leichter Sprache zur Verfügung steht. Aber genau, wir wollen natürlich nicht nur ein Produkt, wo die technische Bedienbarkeit für die Zielgruppe funktioniert, sondern auch eins, was tatsächlich sich positiv auf den Selbstwert oder die Stimmung auswirkt. Und das überprüfen wir gerade. Ja, vielen Dank. Wenn es sonst gerade keine weiteren Nachfragen gibt, würde ich sonst wieder an dich zur Abschlussdiskussion übergeben, Gesa. Genau, ich setze nun den anderen Hut auf von Referentin zur Moderation. Und genau, wir haben jetzt noch ungefähr 30 Minuten Zeit für eine abschließende Debatte. Wir dachten uns, wir würden die Zeit gerne noch mal nutzen, verschiedenste Erkenntnisse aus diesen 3 Beiträgen zusammenzuführen. Wir hatten einmal eine eher allgemeine Einführung in das Thema digitale Barrierefreiheit für Menschen mit geistiger Behinderung. Welche Erfahrungen hat die Lebenshilfe Hamburg da gemacht? Welche Erkenntnisse wurden im Projekt Leicht Online schon generiert? Wir haben die Perspektive der Projektpartner, warum es eigentlich digitale Barrierefreiheit für diese Zielgruppe auch für Unternehmen oder Verbände wichtig und einen praktischen Einblick gesehen und würden genau jetzt gerne in eine Abschlussdiskussion kommen. Wir hatten da bei uns schon in der Vorbereitung ein bisschen darüber gesprochen, welche Fragestellung wir eigentlich interessant fänden. Die würde ich auch einfach mal vorlesen. Und zwar würden wir eigentlich gerne erfahren, was aus Ihrer Sicht so die nächsten Schritte oder vielleicht auch Meilensteine beim Thema digitale Barrierefreiheit für Menschen mit geistiger Behinderung sind. Und auch insbesondere unter Berücksichtigung von weiteren Entwicklungen beim Thema KI. Das ist ja etwas, was sehr häufig dann auch auftaucht, wenn es um digitale Barrierefreiheit geht. Darüber hinaus ist natürlich aber auch Platz für weitere Anliegen, Fragen, Diskussionsbeiträge Ihrerseits. Genau, Freiwillige vor. Da gibt es einen Wortbeitrag von Frau Reimer.
Hallo, mein Name ist Madeleine Reimer, ich bin von der Aktion Mensch Stiftung, die unter anderem auch dieses Projekt fördert. Und ich hätte jetzt nochmal, weil Sie das gerade Stichwort KI, und da denke ich natürlich sofort wieder an ChatGPT. Wie kommt das eigentlich bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung an? Haben die das schon von gehört? Haben die das vielleicht auch schon ausgetestet? Wie ist da die Reaktion bei denen? Ja, genau. Ich kann gerne vielleicht mal kurz anfangen und Britt, du darfst mich gerne ergänzen, weil das ist natürlich ein Thema, was uns sehr bewegt. ChatGPT hat ja vor einigen Monaten wahnsinnig große Popularität gewonnen und auch wir waren natürlich ganz schnell dabei, mal zu prüfen, ist das eigentlich was für uns geeignet ist. Es gibt darüber hinaus ja noch ganz viele andere Aspekte von KI. Mir ist das jetzt nicht bekannt, dass die Zielgruppe schon so viel damit experimentiert. Ich glaube, auch da muss man wissen, dass es das gibt, wissen, wie komme ich dahin und wissen, wie benutze ich das. Aber ich glaube, insbesondere wenn es um zum Beispiel die Frage von Übersetzung von leichter Sprache geht, dann ist sowas natürlich total interessant, wo wir auch schon im Projekt oder in der Lebenshilfe insgesamt diskutieren, wie kann man sich sowas nutzbar machen oder auch zukünftig eigentlich mit einbauen. Ja, vielleicht tatsächlich ein kurzer Zusatz. ChatGPT an sich war jetzt in unseren Nutzerbefragungen noch nicht Thema. Das ist ja auch etwas, was wirklich sich momentan ganz, ganz stark und ganz schnell entwickelt. Ich weiß aber von einem Herrn mit einer Lernbehinderung, der digital sehr affin ist und ganz interessiert ist, immer etwas Neues auszuprobieren. Der wollte sich letztens das mal anschauen und das mal ausprobieren. Der ist erstmal daran gescheitert, dass die Startseite von ChatGPT auf Englisch ist. Er kann kein Englisch und brauchte dann auf jeden Fall erstmal Unterstützungsbedarf. Ich glaube, als er erstmal in dieser Chat-Ansicht war, wo er seine eigenen Fragen eingeben konnte, hat ihm das schon irgendwie Spaß gemacht, mal ein bisschen auszuprobieren. Ich glaube allerdings nicht, dass er das jetzt so wirklich für alltägliche Probleme vielleicht schon angewandt hat. Genau, und Frau Müller hat es ja auch gesagt, gleichzeitig sehen wir, dass ganz viel Unternehmen sich auf den Weg machen, vielleicht auch eine KI-basierte Übersetzung in leichte Sprache anzugehen. Und auch da ist ganz interessant zu sehen, wie schnell sich das Thema im Moment entwickelt. Meine Kollegin, die hier bei uns bei der Lebenshilfe Hamburg die leichte Sprache macht, hat sich das Ganze vor einem Jahr, Dreivierteljahr vielleicht mal angesehen und war dann noch eher skeptisch und meint, naja, es wird so keine händische Übersetzung, nenne ich es mal, ersetzen können und hat es jetzt vor einigen Wochen nochmal ausprobiert und sagt, es ist wirklich beeindruckend, wie schnell sich das in dieser Zeit jetzt auch schon verbessert hat, die Qualität der Übersetzung. Dann haben wir hier noch eine Wortmeldung von Michael Thiel. Ja, das Thema KI treibt auch uns um. Und die Frage, die man sich auch stellen muss, auch wenn sich's extrem schnell entwickelt, was kann's? Und da bin ich momentan auch noch skeptisch. Weiterhin glaube ich, dass man es auch unter dem Thema Plattformkapitalismus diskutieren muss, nämlich von wem kommt's? Und ist das für die Zielgruppe wirklich das geeignete Instrument? Stichwort Datenkrake etc. Wir haben ja eben auch gehört, dass Menschen mit geistiger Behinderung, und da gibt es natürlich auch ganz viele andere, die das so sehen, die wirklich Angst haben, dass man da was falsch machen könnte. Ja? Und ich glaube, es gibt Alternativangebote, beispielsweise ja auch bei den Suchmaschinen. Es gibt DuckDuckGo, die eben keine Daten sammeln. Darauf müsste man aufmerksam machen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass auch im Bereich KI sehr, sehr schnell Alternativen von, ich sag mal, vertrauenswürdigen Anbietern geschaffen werden und aber eben auch KI-Lösungen für ganz bestimmte Zwecke, beispielsweise für eine Übersetzung in leichter Sprache, geschaffen werden, ohne dass man auf ChatGPT zurückgreifen muss. Ja, also wenn man sich auch
anschaut, wie der Diskurs da läuft in letzter Zeit, der Chefentwickler von Google in Sachen KI ist zurückgetreten und er hat gesagt, Leute, passt auf, ja, ihr werdet mit Fake News überschwemmt werden. Das wird wirklich eine ganz prekäre Situation für uns alle. Vorsicht ist geboten. Und da sollte man vielleicht schauen, dass man mit Anbietern zusammenarbeitet, die da komplett unbedenklich sind. Ich hatte gerade noch eine Meldung von Daniel Fanta gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Nee, wurde quasi schon vom Herrn Thiel erwähnt. Okay, wunderbar. Dann gibt es aber noch eine Wortmeldung von Christina Donath. Ja, also muss mir schon ein paar Stichpunkte machen, damit ich jetzt nichts vergesse zu dem Thema zu sagen. Also zum einen kann ich erstmal berichten, dass ich als Mitarbeiterin im Arbeitsstab des Behindertenbeauftragten, dass wir auch daran mitarbeiten. Also vielleicht wissen Sie das, es wird ja eine europäische Verordnung zu KI geben, wo Deutschland natürlich mitarbeitet, sodass sich auch die Bundesregierung dazu abstimmen muss. Da bin ich auch in den Ressortbesprechungen dabei. Es ist nicht sehr einfach, immer die anderen davon zu überzeugen, dass auch immer Menschen mitgedacht werden müssen, die vielleicht nicht die kognitiven Voraussetzungen haben, das immer alles sofort und gleich zu überschauen. Also es wird häufig von einem Menschenbild so ausgegangen, dass alle das dann irgendwie damit umgehen müssen. Und es wird häufig vergessen, dass es für ganz viele Menschen aber auch eine Herausforderung ist. Wobei ich immer denke, also ich würde mal sagen, der größte Teil der Bevölkerung schaut da noch ein bisschen auch mit Vorbehalten drauf und weiß da jetzt auch noch nicht so gut Bescheid. Also ist, glaube ich, der Kreis der Personen, die da jetzt keinen total souveränen Umgang schon erlernt haben, relativ groß. Aber worum wir nicht herumkommen werden, ist, dass jeder Einzelne trotzdem gute Digitalkompetenzen erwirbt, um mit solchen Sachen umzugehen, weil man kann diese Entwicklung nicht so steuern, dass immer und zu jeder Zeit vor allen Risiken hingewiesen wird und die einem also quasi immer so ins Auge springen werden. Deswegen halte ich es für unerlässlich, dass man da gute Schulungsangebote gerade auch macht, um Menschen auch dann eben kompetent zu machen, mit solchen Sachen umzugehen. Und nach meiner Erfahrung ist es häufig auch so, dass an verschiedenen Stellen auch schon gute Projekte entstehen. Also es wird schon auch so daran gearbeitet, zum Beispiel so Schulungsvideos oder so zu machen oder auch Peerberatung. Da gibt es ein Projekt auch, das da in Berlin sich damit beschäftigen wird, auch von der Aktion Mensch gefördert. Also es gibt schon eine Menge. Nach meiner Erfahrung ist es häufig ein Problem, dass das dann nicht überall in der Fläche ankommt, was an Projekten gemacht wird. Also ich sitze hier auch so ein bisschen so an so einer Schnittstelle und ich kriege dann häufig mit, was in vielen Teilen der Republik so läuft. Und das sind häufig ganz tolle Sachen und Projekte, wie jetzt zum Beispiel auch, was Sie so machen. Und das ist aber dann natürlich nicht unbedingt in Detmold, Freiburg und Dresden alles so präsent. Und da ist aus meiner Sicht noch eine große Lücke, wo ich mir wünschen würde, dass da viel mehr Vernetzung auch stattfindet, auch von den Verbänden untereinander, weil wenn diese Erfahrungen für die einzelnen Leute dann ja nicht nutzbar sind, weil sie darüber gar nichts wissen, dann ist es auch total schade für die Leute, die das ja entwickelt haben. Ne? Und ich werde dann ganz häufig kontaktiert, ja, wir haben jetzt dies und jenes entwickelt, aber wir haben die Erfahrung gemacht, es kommt nirgendwo an. Und da sehe ich noch eine große Möglichkeit, das einfach mehr in die Fläche zu bringen, indem sich Verbände dann auch stärker vernetzen und regelmäßig dann, weiß ich nicht, durch Kongresse oder durch andere Materialien dann jeder informiert, was eben da ist, damit es dann eben auch überall ankommt und genutzt werden kann, ja. Ich sehe eine Wortmeldung von Martina Magdalinski.
Frau Magdalinski, ich glaube, Ihr Mikrofon ist noch aus. Wir können Sie leider nicht hören. Ich habe eine direkte Rückmeldung zu Frau Donath. Und zwar, ich würde vorschlagen, oder was ich gut finden würde, wenn das Bundesministerium BMAS, das ja jedes Jahr die Inklusionstage durchführt, auf denen war ich am Montag und am Dienstag, dass sie vielleicht auch mal sowas in der Richtung anbieten. Was gibt es Neues, was gibt es für Projekte und so. Und das finde ich auch, dass es sehr schade ist, dass eben viele Projekte oder guten Initiativen, dass die gar nicht so bekannt sind. Und man müsste das sehr breit vermarkten und auch vielleicht über das BMAS. Wäre meine Idee. Werde das an die Kollegen weitergeben. Ja, danke. Super, da gibt es ja schon vielleicht ein ganz konkretes Ergebnis. Gibt es sonst noch Diskussionsbeiträge, Ideen, Wünsche? An dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz die Perspektive der Lebenshilfe so zum Thema Vernetzung, weil das gerade Thema war. Also das ist etwas, was wir auch gesehen haben, dass das total schade ist, wenn einige Verbände, Ortsverbände, wie auch immer, Projekte bei sich machen und das aber immer nur so sehr im kleinen Kreis bleibt. Deswegen haben wir uns als Lebenshilfe zumindest auch schon mal auf den Weg begeben und haben zum Beispiel bundesweit unter den einzelnen Landesverbänden der Lebenshilfe eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Digitalisierung, wo wir uns auch schon mal austauschen können, was machen die einzelnen Verbände überhaupt und was sind die Ideen, wo es hingehen könnte. Und ich finde das ganz spannend und denke, deswegen ist es eine gute Idee, das auch noch mal größer anzugehen. Ja, ich finde das gut, wenn ich da gerade noch was zu sagen darf. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass, das sehe ich auch immer wieder auf den Veranstaltungen, auch vom BMAS, es gibt bestimmte Gruppierungen oder Gruppen, die ganz bestimmte Leute vertreten, die dann auch versuchen, Einfluss zu haben. Und es wird zu sehr in bestimmten Gruppen gedacht. Es wird nicht wirklich groß gedacht und vieles versucht mit in ein Boot zu holen. Und das finde ich aber das Interessante an den Sachen, die Sie vorgestellt haben, dass da eben verschiedene, also klar, die Menschen mit geistigen Behinderungen stehen im Vordergrund, aber eben für andere könnte das auch nutzbar und wichtig sein. Und das finde ich super. Das ist ein richtiger Weg, finde ich. Vielen Dank. Gibt es sonst noch weitere Beiträge? Wir freuen uns natürlich auch immer über Lob, über unsere Arbeit, aber es ist natürlich primär dazu gedacht, dass Sie Ihre Fragen oder Anliegen loswerden dürfen. Ich glaube, die Aktion Mensch hat ja auch das Thema digitale Teilhabe noch mal mehr in ihre Förderstrategie aufgenommen. Das heißt, wenn vielleicht bei der einen oder dem anderen von Ihnen jetzt ganz konkrete Ideen noch mal aufgeploppt sind, was Sie bei sich umsetzen wollen, können Sie da sicherlich auch mal reinschauen in die Förderarithmetik. Das genau, fand ich ganz spannend zu sehen, dass da scheinbar jetzt auch noch mal spezieller auf eben so Projekte der digitalen Teilhabe für ganz verschiedene Personengruppen eingegangen wird und das auch in der Förderstruktur noch mal spezieller berücksichtigt wird. Wenn es um das Thema, wie bezahlt man das eigentlich, ja auch ging. Wenn es sonst gerade an dieser Stelle keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss der Veranstaltung. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und auch für Ihr Interesse. Für uns ist das total schön zu sehen, dass dieses Thema eben auf ganz großes Interesse stößt. Wir hoffen, dass Sie neue Erkenntnisse gewonnen haben und genau vielleicht auch schon neue Ideen, was dieses Thema angeht und wie Sie das Thema vielleicht bei sich vorantreiben können. Das würde uns natürlich sehr freuen.
Wir werden Ihnen in der kommenden Woche nochmal eine Dokumentation des Fachtags zuschicken und auch die vorgestellten Präsentationen werden wir Ihnen zusenden. Wenn Sie sich weiter über die weiteren Entwicklungen unserer Projekte informieren möchten, sind Sie herzlich eingeladen, sich für unseren Newsletter Die Moin, das ist die Zeitung der Lebenshilfe Hamburg, die aber auch digital verschickt wird, einzutragen. Sie finden alle aktuellen Informationen aber auch immer auf unserer Homepage. Außerdem wird es voraussichtlich im November noch mal einen weiteren Fachtag zu diesem Thema geben. Und da freuen wir uns auch, wenn wir Sie wiedersehen. Wenn zwischenzeitlich bei Ihnen Fragen auftauchen, können Sie sich selbstverständlich immer gerne an mich oder Frau Müller wenden. Mit den zugeschickten Präsentationen haben Sie dann ja auch unsere Kontaktdaten. Dann freuen wir uns sehr, wenn Sie auf uns zukommen. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen und freue mich aufs nächste Wiedersehen. Danke, tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, herzlichen Danke, Dank. Guten Tag. Ja, vielen Dank. Danke, Und Dankeschön. Dankeschön. Super Vergesst bis Veranstaltung. bald.